Hallo, willkommen auf Twitch. Antwortet nicht. Moment. Willkommen auf Games.to. Weiter geht's mit Vampyr, die große Jagd. Viel Spaß mit Stream, guten Hunger, wenn du gerade am Essen bist. Und lassen wir erstmal uns ein bisschen mit Werkstatt hier beschäftigen. Und zwar, wir haben so viel Müll schon gesammelt, die wir einfach nicht brauchen. Die werden wir einfach zerlegen in Federschrauben und Schmiermittel. Beispiel. Kann eine Weile dauern. Hab viel zu viel aufgesammelt. Gestreamt wird auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig. Wenn du auf YouTube bist, irgendwo gibt es Link zum Twitch. Wenn du auf Twitch bist, gibt es irgendwo Link zum YouTube. Einfach mal gucken und gut ist. Da verdammt sehr viele Zigaretten. Da kann ich nicht einfach irgendwie alles auf einmal machen. Das wäre nicht schlecht. Hoppa. Und fertig. So. Jetzt könnten wir irgendwas verbessern, aber noch will ich nichts verbessern. Ja, noch will ich nichts verbessern. Ja. Hier könnten wir ein bisschen Heilungen uns erschaffen, damit von jedem nur 2 haben zum Beispiel. Will ich mal jetzt einfach mal machen. So. Jetzt brauchen wir noch weitere Rezepte. Rezepte kriegen wir durch Quests. Tak. Was wir machen könnten, uns natürlich aufbessern, und ich habe mich entschieden, wir werden Leute aussaugen, um stärker zu werden. So. Aha. Aha. Так, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Gesundheit, mehr Ausdauer. Mehr Blutkapazität weiß ich nicht. Das auch. Ja, das ist mir scheißegal. Ulti können wir aufleveln, springen können wir aufleveln und krallen. Entweder das oder das. Geht mir auch sehr viel, also sehr viel Wert um Abklingzeit. So. Das macht sehr viel Schaden. Das ist auch gut, da wird auch der Gegner auch noch dazu geschockt. Das Gute diese. Hier kriegen wir Blut dazu. Weil der Wall. Weniger Schaden, dafür auch weniger Abklingzeit. Hier mehr Schaden und um 0,5 mehr Abklingzeit. Ist 0,5. Ich denke mal, wir machen das hier und fertig ist. Bin eigentlich mit Krallen richtig gut zufrieden gewesen. Hat ordentlich Schaden gemacht, auch beim letzten Gegner auch. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Das denke ich mal auch nicht. Wir lernen uns ein bisschen mit Gesundheit auch tatsächlich. Am besten direkt auf Maximum bringen. Lass mal den hier steigen. Okay. Und parallel dazu machen wir auch noch Ausdauer. So. Damit denke ich mal, habe ich das schon mal recht gut investiert. Hier muss ich noch überlegen. 15 Schock. Schaden. 50 Schaden, dafür aber 15 Schock. Das spricht mich viel mehr an als das da oben. Schockattacke ist wirklich das A und O hier. Tatsächlich. So. Blutbarriere. 30 Abklingzeit. Irgendwann wird es kürzer. Muss ich mal gucken. Was kostet der? 600. Warum auch nicht, aber muss ich mal gucken. Tak, dann würde ich das hier bestätigen, die Scheiße. Und gut ist. Gut ist, ich habe jetzt das bestätigt. Kannst nichts dagegen machen. Und ich habe Kaffee. Weil endlich war langsam kritisch. Da müssen wir uns mal drum kümmern, damit wir auch die Leute hier aussaugen können. Hier ist noch alles unbekannt, deshalb stabil. Hier
Wird langsam feindlich. Was ist das für ein Bezirk? Die Docks. Ich denke mal, lassen wir uns ein bisschen um die kümmern. Um unseren Patienten. Damit alles gut wird. Wir könnten auch mal ein paar Side-Quests machen. Übrigens, das sind die Kapitel. Das sind wir jetzt. Tag. In Krankenhaus. Blutarmut, lass mal den helfen. Dann wurde dies. Danach helfen wir auch anderen Leuten. Ich weiß nicht, wie kann man die am besten, am schnellsten finden? Und auf jeden Fall unten schon mal. Und wir, gegen Migräne habe ich glaube ich nichts, oder? Komm, lass mal versuchen zu helfen. Da. Wo sind meine Patienten? Hier zum Beispiel. Hallo. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Aha. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Blend, gegen Migräne habe ich immer noch nichts. Ne? Na. Sorry, ich kann dir nicht helfen. Keine Behandlung. I will come and check on you later. Da, lass mal über sie And aussprechen. why do you believe you're a Vielleicht vampire? sagen wir I die don't need to einfach believe aus und anything. das ist was. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Beschreiben Sie mir dieses Gefühl. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Alles klar, haben Sie je von Cotard-Syndrom gehört? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty. Mein Hinweis? You erfahren? can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Das ist eigentlich ihre Dings hier drin. Okay, wir könnten die aussaugen. Tatsächlich, erstmal was I'm assuming you must be a weiteres patient fragen, here. ausfragen einfach. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Ihre Feinde? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Wir kümmern uns um sie. Um genau zu sein, werde ich irgendwann um sie The wirklich staff kümmern. Denn here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. zurück. Falsches Ziel, neue Untersuchung können wir auch mal machen. Persönliche Fragen. Wer sind Sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ja gut. Ihre Qualität, Blutqualität ist noch nicht so begeisternd. Deshalb müssen wir mal weitere Hinweise herausfinden und ihr gegen Migräne I'll helfen. leave you, Mistress of the Und Dark, to your was wir nocturnal machen activities. könnten, ist auch ihre Untersuchung mal starten. Verfolgen wir mal. Okay.
Gut, dann lassen wir uns um weitere Patienten kümmern. Was hat der? Oh, es lädt. Warum lädt das so? Das habe ich getan, ich wollte nur ansprechen. Warum lädt es? Es lädt. I'm quite busy right now, Dr. Reid. Das Gespräch hat's gelernt. So, wie sieht's aus? Blutarmut hat er. Wie Do geht's you dir? need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Ja, was mir Medizin, mach keinen Scheiß. And you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reid. We do not see you in surgery very often. Alles klar, so. Da haben wir schon mal. Hat ordentliche Qualität jetzt schon so. Und seine Bandstufe ist noch zu hoch. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Gut, kein Grund für derartige Anfeindungen. Sollten ihre Tonfall ändern, Eifersüchteleien werden ihnen nichts nützen. Sprechen wir das Link an. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point Gehäuse. we could agree on, Moment, and that lass is mich kurz lesen. precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Die Gehäuse ist ordentlich, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch zu groß sogar ist. Was deine alte Gehäuse angeht, könnte ich auch überlegen, dir das einfach abzunehmen. Aber überlege ich mir noch. Aber hat mir gefallen. Ich will sehen dann, wenn die komplett fertig ist. Alles aufgebaut und ja. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. So, über das Hospital. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Alles klar, weiterer Hinweis gefunden. Schon hat Blutqualität direkt um 600 gestiegen. Gute diese. Dann lassen wir den nochmal. Thank you for your time. We'll talk Wollte later. noch ausquatschen blenden. Ich auch. Ich auch. Tak. Warte. Bleib stehen. I'm quite busy right now, Dr. Reid. Na, da ist mir auch egal. Ihr Leben in London haben wir schon ausgequatscht. Ein weiterer Hinweis fehlt tatsächlich. Ich habe mir als Arzt meine Sporen verdient. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ich habe viele Leben gerettet. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Kein Grund, mich vor ihnen zu rechtfertigen. Ich denke mal, ich nehme das zweite. Das klingt so egoistisch. Ich habe viel gerettet, du nicht, du Penner, blend. Was auf mit du redest? Wir sollten ein bisschen neutral bleiben. Jetzt muss ich hier noch Roman lesen.
Nächsten Monat, also jetzt am Dienstag, glaube ich, gibt es Geld, um meine Überstunden bezahlt. Da habe ich dann 600 bis 700 Euro für eine Kraker und da hole ich mir die RX 6750 XD. Und dann wird meine alte Kraker verkauft und ein neues Netzteil bestellt. Und dann wird der PC weggeschafft und zusammengebaut. Muss auch noch eine Lüfter für hinten raus bestellen. Klingt wie so eine richtige Geschichte, hä? Mit Kurzerzählung habe ich dir das vorgelesen. Ja, klingt doch vernünftig. Klingt vernünftig. Tag, Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reid. Habe ich jetzt irgendwas vermasselt? Nein, schlechte Erinnerungen an ihre Zeit beim Militär. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial Und bei mir kommt ihr auch slaughter langsam an ihre scientific Grenzen progress. tatsächlich. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Für Anfang richtig gut gewesen, aber jetzt merkt man, dass sie schon an Grenze kommt. Aber kämpft sich noch durch. So, wir haben erstmal den Thank you for your time. ausgefragt. We'll talk later. Zack. Weitere Patienten, da ist einer. Da hat er, glaube ich, auch was gehabt. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reid. Any news about my operation? Nee, keine Ahnung, wie geht's? Warte, was fehlt ihm? Er ist gesund, Is tatsächlich. there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Dann lass mal den ausfragen noch. Und das eine Spiel, was ich dir gezeigt habe, wurde auch verschoben. Mich schon drauf gefreut, in 2 Wochen zu zocken. Meinst du diese Autorennen oder was? Diese Alternative zu Need for Speed? Ja. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reid. Und okay, der ist Familienmensch. Ja. Was hat er überhaupt für Qualität? Blutqualität 500, das ist mir noch zu wenig. Warnstufe könnten wir jederzeit aussaugen. Alles klar. Auf 10.12. Na, zum Weihnachten kannst du dir das bestellen, machst dir selbst ein Weihnachtsgeschenk. Was doch. Bist du. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Так, über das Krankenhaus. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reid? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be Jo, right. alles klar. But for now, Spaß I don't think I can beim take on Zocken. the responsibility. My apologies. Tak, zurück. Leben, das hatten wir jetzt gerade. Ja, persönliche Fragen. Da fehlen uns alle Hinweise, um den Goodbye for now, Mr. auszuquatschen. Fiddick. I'll see you Schade. later. Schade, schade. Was haben wir noch für Patienten? Tak. Den geht's auf den schlecht. Sam erholt sich. Den könnt. Was hat der? Erschöpfung, da haben wir. Da habe ich was. Gegen Migräne habe ich leider nichts. Blutarmut. Weiß nicht, kann ich nicht irgendwie die markieren, um herauszufinden, wo die stehen und bellen? Jetzt irgendwo draußen. Tak. Tak. Was zockst du überhaupt da? Da ist er doch. Der braucht auch doch, oder? Ne, den haben wir doch gerade Oder? Oder ist der? Steht da hinten eine Leiche. Oh! Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters.
Where are they hiding? I should investigate. Da, haben wir hier? Zerknitterter Brief. Mein Liebster, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Sieht mal, wie gesund er ist. Er liegt hier rum. Dich ins Krankenhaus zu... Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt der Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens diesen Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt und ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefe Liebe, Nicole. Ja, Nicole nennen wir die einfach, aber leider ist ihr Mann gestorben und wir haben einen Hinweis über den weiteren gefunden. So, könnten auch aussagen. Blutvergiftung. Ein weiterer Hinweis fehlt noch. Den. So, was haben wir hier? Schillinge. Nicht schlecht. Warum auch nicht? Schillinge, auch gute diese. Tag. So, nochmal zu einem Doktor. Da war doch hier gerade irgendwo hier. Das ist doch den wir brauchen, oder etwa nicht? Ja, wo ist er? Der nicht? Oder habe ich... Ja, da ist unbekannt, also haben wir den nicht. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Alles klar, das ist unser Fanatiker. Was ist los hier gegen Kopfschmerzen? Ich glaube, ich habe das nicht. Ich glaube, ich habe nichts gegen Kopfschmerzen. Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reid. But your help is welcomed. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man Kopfschmerzen I will see you wegmacht. later. Und trink mal Kaffee mit mehr Zitrone oder so. Ihr Leben in London. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Gut, pass auf. Goodbye, Dr. Ich denke mal, wir haben unsere Bezirk schon durch zweimal Heilen oder so aufgefrischt. Das wird jetzt ein bisschen wieder sich der Zustand stabilisieren. Ich würde mich lieber um einen Bezirk kümmern, was nicht so gut geht hier. Bedenklich, das geht noch, solange es nicht verfeindlich ist, wie hier zum Beispiel. Was war denn das? Das war Dogs. Da haben wir den komischen Schon ausgesorgt. Stimmt, da war ja was. Tak. Die haben ordentliche Qualitätsstufe, aber ihre Bahnstufe ist viel zu hoch. Tak. Wir könnten hier zum Beispiel aussaugen, aber da fehlt verdammt viele Hinweise. Wir könnten da noch mehr rausholen. Aber was wir machen können, ist die bisschen schon mal zu heilen. Kranken da. Zum Beispiel den erschöpften Typen da. So, wo waren nochmal Dogs? Dogs. Tak. Auszoomen. Dogs. Wahrscheinlich hier gemeint. Hier waren Dogs, oder? Ne? Welchen Dogs sind gemeint? Die Dogs. Ja. Da sind alle Dogs damit gemeint. Tak. Hier, die Markierungen sind einfach wieder da. Weiß nicht, wie das funktioniert. Tak. Machen wir hier. Nur damit wir wissen, dass die Dogs sind. Ah, die Dogs hier sind. Hier ist es. Hier steht doch die Dogs. Die Dogs, du hast mir nicht geglaubt. Hier steht die Dogs.
Zack. Das wäre hier wäre unser nächstes Ziel. Treffe die Aschbeere in West. Und wir machen diesen Nebenquest kurz mal. So. Bin raus. Mit Helm ausspioniert. It's locked, all right. Weitere Leichen. Ich auch gerne untersuchen. Zack. Bin da raus. Wer den und den ausspioniert. Wie soll ich das herausfinden? Frage ich mich jetzt gerade. Zack, lass mal kurz gucken. Nach Quests. Zwar hier war das. Zack. Ach, warte. Finde heraus, wer Dings hier. Zack, Details. So. Da ist ein wahrer hanfter Patienten im Hospital, die davon überzeugt ist, bereits tot oder untot und deshalb eine verwesene Körper gefangen zu sein. So, okay. Ungeachtet ihrer offensichtlichen mentale Probleme behauptet die Frau von einigen Männern und Frauen ausspioniert zu werden, die sie zur Strecke bringen wollten, weil sie ein Vampir sei. Meint sie damit die Wache von Priven? Ich kann das Risiko nicht eingehen, dass diese Jäger im Krankenhaus Nachforschung anstellen, die rechtzeitig in Nachspionieren und Heimhaue von diesen Jäger beschützt. Ah, ich sollte ja die folgen. Oh, wo ist sie nochmal? Nicht, dass die jetzt weg ist. Unbekannt. Nee, warte, so, ich will ich nicht. Hinten. Da ist sie. Da ist sie. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Da, das hast du mir schon gesagt. Ah, nee. Da muss ich doch hier nicht folgen, oder wie? Da I'll muss ich leave selber you, Mistress of the Dark. rausfinden. To your no So, dann lass mal gucken. Irgendwo hier. Wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich. Lass mal einfach eine Markierung setzen. Weil ich wollte eine Markierung setzen. Wir folgen einfach dem Kreis hier. Also, ungefähr hier irgendwo müssten Vampirjäger sein, die uns viel zu nah sind an unserem Krankenhaus. Da sind zum Beispiel welche. Da. Hier, okay. Lass mal hier hingehen. Mhm. Так. Und dort mal schauen. Aha. Опа. Блин. Давай dann Ulti. Wer ist denn sonst? Was macht ihr denn hier? Так, irgendwelche Befehle. Befehlstand der Wache von Priven, East End Patrouille. Betreff Vampiraktivität, Krankenhaus, Erkundung, Untersuchung. Vor 3 Tagen hat einer unserer neue Rekord ein Gerücht über einen Vampiren vernommen, die sich im Hospital Londoner East End verstecken soll. Wir kennen nur ihre Vorname, Thelma. Ihr hat sogar recht, dass die beobachtet wurde. Ihr habt die Aufgabe, euch unauffällig dorthin zu begeben, alle verdächtigen Aktivitäten bezüglich vorgangenen Blutsaugerin zu beobachten und uns anschließend diese Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Dabei ist sie nicht mal Vampirin, sondern wir sind es. Und das wussten nicht die Holzköpfe Brenne. Wir sind so dumm, so dumm. Wir werden nie auf Reisfelder arbeiten können.
So dumm sind sie. Ja, haben wir hier noch weitere Hinweise? An sich nicht. Dann haben wir das auch jetzt erledigt. So eine Sidequest, warum auch nicht nebenbei. Zack. Können wir wieder runtergehen. Na? Ah ne, wir müssen noch was finden. Einen Befehlsstand brauchen wir noch. Das scheint der andere Seite zu sein. Noch wieder oben. Irgendwie mich beamen können? Nein, anscheinend nicht. Dann laufen wir wie ganz normale Menschen durch die Straße. Tak. Hier ist kritisch. Aha. Muss auf das Skal. Okay, scheiß auf ihn. Hör auf zu schreien. Hör auf zu schreien, habe ich gesagt. Ich sagte, hör auf zu schreien. Schrei nicht. Weil, der macht das mit Absicht. Na da, ich will nicht zu euch. Beruhigt euch mal, blind. Ich will einfach da hoch. Wieso kann ich nicht da hoch? Aber. Lass mal kämpfen. Aber, keine Ausdauer. Hey, mach keinen Scheiß. Papa! Blöd. Soll ich nicht aufgepasst werden? Nicht schlimm, nicht schlimm. Tak, das sind wir wieder. Falsches Ziel. Verfolgen wir weiterhin. Tak, wo sind wir? Blind. Doch, doch, wir sind nicht weit. Aber dieser Boss auf der Skal. Ich glaube, der hat irgendwas zu verbergen. Ich glaube, der hat irgendein Geheimnis bei sich. Lass mal den verprügeln. Und zu mir. Oder auch nicht. Und hat er was? Nee, ich habe einfach so einen Skull umgebracht. Einfach so, ich Monsterblind. Hat einfach nur geschrien, mehr nicht. Ich bin einfach nur um. Sag, da war ja nochmal. Ich habe nicht verstanden letzten, was hier los war. Da war ja nochmal kämpfen. Hast du das gesagt? Hier, nimm das. Daneben blind. Blind, wieso übertreibt er manchmal, blind? Als ob die keine Ausdauer haben. Ich bin der Einzige hier im Spiel, der Ausdauer hat. Und die nicht. Tak. Noch irgendwelche Gegner? Nee, scheint nicht zu sein. Tak. Mehr Mittel? Nicht schlecht. Kühlschmierstoff, KSS. Nennt sich das auch? Okay, was haben wir da? Das. Was ist das? Was ist für ein Raum? Ah. Was ist hier? Hat das irgendeine Bedeutung, dieser Raum?
Nee. Einfach nur ein Raum. Oder soll irgendwas hier mal irgendwann mal was werden? Oder war ich hier schon mal? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Nicht so aus. Tak. Erstmal noch hier Müll durchsuchen. Out. So einfach ging das eigentlich tatsächlich und ich hab keine Ahnung, irgendwas Blödes gemacht ganze Zeit. So, aber geht das so einfach? Warte. Wie wollte ich das? Er scheint da wiederum heraufzuscheinen. So, irgendwo hier soll Befehlshaber sein. Lass uns Karl mal fressen. Was auch immer das ist. Tak. Müssen wir hin. Irgendwo hier muss es was sein. Tak, dann lassen wir auch mal in Ruhe. Und das ist die hier. It's one of them! Kurzer Prozess war das. Ja, kritisch. Hier muss irgendwo oben irgendwas muss hier sein. Irgendwas in der Bezirk. Jetzt gehe ich wieder von diesem Bezirk weg, oder? Erstmal Karte gucken. Es muss irgendwo hier sein. Verstehe nicht diese, ey. Der ist mir scheißegal. Ich kann zwar ihn auch umbringen, aber warum? Hat er gar nichts gemacht. Tak. Das Sky an sich ist auch ganz friedlich, den lassen wir auch noch am Leben. Weitere Skulls. Da hochkönnt wir zum Beispiel. Lass mal kurz Karte checken. Tak, irgendwas ist. Ah. Hier könnte man durch. Ah. Okay. Habe ich übersehen. Tatsächlich. Tak, lass mal zurück. War hier wirklich durch oder ist es ein Verarsch? Doch, hier oben. Hier kann man hin. Ja, hier war das mit unserer versteckt, naja. Da oben sind unten sind Skulls. Wir können die töten, wir können die einfach ignorieren, essen und sind eigentlich ziemlich friedlich. Die, da sind wohl die Befehlshaber. We have to stop it! So, waren das alle? Ne, das war aufgezogen. Jemand ist noch hier. Ne, das waren alle, okay. Was hast du da? Feder und Schmiermittel. Was ist das? Okay. Was ist hier? Müll? Weitere Schmiermittel und Augen. Da. Was haben wir hier? Eine Scheiße. Ha? Patronen, nicht schlecht. Schrottpatronen. Fällt mir diese. Hier irgendwas?
Flaschen mit Alkohol und rostige Billendose. Wir hier Chinin und Salizin. Jetzt könnten wir hochgehen. Die Berichte, die zum Hospital führen. Hey! So! Weg vom Papierbrett! So, was haben wir denn hier? Das ist eine abgenutzte Ravenpflock. Okay, ich dachte, das wäre ein Messer, aber leider war das nicht. So. Bericht über Bremburg. Sir, wir beobachten den Hospital und seit 2 Wochen und können Vampiraktivität dort bestätigen. Jetzt haben wir nun Beweise, dass sich eine Blutsaugerin im Krankenhaus auffällt. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihre wahre und unheilige Zustand zu verbergen. Vielleicht ist die Frau wirklich ein Vampir und spielt die Verrückte. So, ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötigt, weil ihr Körper verwese. Aber es wird noch schlimmer. Der Leiter des Hospitals ist Dr. Swanser, keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Unsere Gruppenanführerin Amanda Tilton. Sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skull am Kanal. Zufolge könnten er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Stoller sein. Wenn das stimmt, könnte im Pembroke etwas Großes vor sich gehen. Vielleicht ist es gar ein Vampirnest, geschützt von diesen verdammten Stoller-Verrätern. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schwere Geschütze herkommen sollten. Nicht bei mir im Krankenhaus, ey. Da herrscht Waffenruhe. Waffenverbot nach Reid. Ja, neues Sammelobjekt, nicht schlecht. Große Jagd, Teil unserer gefallenen Kameraden. Und verdammt viel noch zu sammeln hier. Ja, sonst eigentlich sehe ich jetzt nichts mehr weiter. Ne? Doch, hier. Schillinge. Und ein paar Patronen. Natürlich die Beute von den Gefallenen. Das war's. Können wir wieder gehen. Können wir wieder gehen? Und können wir Talma beruhigen. Alle Spionen sind jetzt tot. Und natürlich tun wir hier kurz einen Weg freischalten. Nur nebenbei. Die waren eigentlich ganz ruhig. Gehen wir an die einfach vorbei. Ja, jetzt sind die nicht ganz ruhig. Jetzt greifen die mich an. Ja, warum beißt er mich denn? Was beißt du noch? So, das war's mit denen. So haben die mich angegriffen. Jetzt werden die jetzt noch am Leben. Aber die haben sich anders entschieden. Die wollten Probleme. Die haben die bekommen. Und die nur auf mich gehört. Wäre alles hier nicht passiert. So, Pembroke Hospital. Was? Da, wo ist die verrückte Vampirin, Belen? Wenn sie wirklich eine ist. Kann sein, dass die wirklich eine ist. So. Da, wo ist sie? Wo ist die Verrückte? Da ist sie. They belong to you now. The life. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Da, du brauchst Blut, warmes, saftiges Blut. Ich habe mich um die Männer I gekümmert. have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Es war ein Missverständnis. Niemand sucht nach ihnen. Es war ein Missverständnis. Ich habe It gesagt, was a verpiss euch. misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me.
but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. Vielleicht mal. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Da, wir werden dieses Angebot natürlich nicht vergessen, ein bisschen was von ihrem Blut zu probieren. So, erzählen Sie mir von Vampiren. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Sie leiden an Wahnvorstellungen. Sie wissen nichts über Vampire. Sie könnte in Gefahr sein. So, warte. Wir haben sich alle Hinweise von ihr rausgefunden. Wir haben Blutqualität von ihr gestiegen. Und sie leidet an Wahnvorstellungen. Das stimmt auch. You are no vampire. You are a delusional woman, convinced she is something she is not. How convenient to call delusional anyone who does not share your precious rationale, Dr. Reid. Gut. Weiterer Hinweis fehlt uns. Wir kennen doch alle Hinweise über sie, oder nicht? Hoppa. Ja? Sie leidet an Kontaktsyndrom. Okay. Timer hat erlebt, wie ein Vampir seinen Beute tötet. Okay. Den können wir mal befragen. Das ist hier direkt nebenan. So, tschüss. Kannst mir nicht helfen. Da kann ich noch mehr da Tell ansprechen. me, I saw. you mean Yes. you are no... How convenient. Okay. I'll leave you. Lass mal mit dem Kollegen hier sprechen. Damn. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doctor. Ihr Leben in London. Grund für ihre Verletzung. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Das war ein Unfall. Okay, wozu hast du gelogen? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Chirurgie könnte Ihnen helfen, wenn es nicht da ist. Sie können sich nicht ewig verstecken. Ja, Chirurgie, wenn es nicht da ist, können sich nicht ewig. Keine Ahnung. Ja, die Chirurgie kann helfen. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Blin, Hinweis fehlgeschlagen. Verdammt. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Tak, zurück. Fragen wir den, wie gefällt es denn bei uns? How is your Fragen stay wir with mal. us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Kann ich etwas tun? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Wer behandelt sie? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that.
My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Oh, zurück. Lass mal nach seinem Zustand nochmal fragen. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reid. Und wir könnten den Medizin geben. Geben wir auch mal. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Jetzt nimm die scheiß Medizin, meine Fresse, blöd. Über Miss Crowes Krankheit. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Alles klar, lassen Sie sich von ihr beißen. Ist sie psychisch gestört? Ist, ja. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Gut, sie ist psychisch gestört. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Gut, zurück. Leben Sie, haben Sie lange Where gedient? were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Da, nichts für ungut, okay. Den haben wir schon Goodbye genug for now, ausgequatscht. Mr. Elwood. Einen Hinweis haben wir leider vermasselt. Ich habe hier ein paar Lösungen mit. Und sprechen wir die Verrückte nochmal an. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Da, du brauchst Blut, das weiß ich. Persönliche Frage und jetzt können wir erzählen mir von Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Fühlen Sie eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Alles klar, so, zurück. Erstmal gucken, wir haben alle Hinweise von ihr bekommen. 1200 EP ist ihre Qualität des Blutes, aber wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir sie noch von Migräne behandeln könnten. Nur haben wir leider nichts, deshalb verschonen wir sie erstmal für kurze Zeit, bis wir ihr medizinisch helfen können. Und dann wird sie umgebracht. So einfach ist das. Du hilfst den Menschen, um die dann umbringen zu können. Nur ausgesaugt quasi so. Und wir wollten uns jetzt erstmal um die Docs kümmern. Das ist hier. Die entfernen wir mal schnell. So, Docs sind hier unten. Markieren wir mal schnell. Das hier entfernen wir mal schnell. Und dann reisen wir mal schnell leider. Aber Moment. Der hier. Diese Wache hier.
Den könnt ihr noch Good quatschen. evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Kommt, glaube ich, hier überhaupt nicht weg. I'd Lass mal like to handeln. see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. Mal schauen. Hat er... Und da hat nichts Besonderes. Und wir sind Schrottflächen. Ja und? Oh, Ballen. Keine Ahnung. Ich glaube, den sauge ich aus. Als Good Händler evening, taugt er Milton. nichts Good evening, Ähnliches. Doctor. Still trying to save lives? Tag. Fragen wir Do you nach need seinem any Zustand. medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about. Da. So, was hat er? Es Blutvergiftung, geben wir Medizin. Our job brings us into contact with all kinds. That's easy for you to... Das können wir eigentlich alles schon überspringen. Hab schon alles gehört. Und er hat ordentliche Blutqualität schon mal. Er holt sich. Aber. Nein! Warte. Noch nicht. Ich will nicht aussagen. Verschonen. Loslassen. War nur ein Witz. Noch nicht. Habe ich jetzt EP deswegen verloren oder was? Good evening, Milton. Tag. Wollte nur sehen. Das wollte ich sehen, aber das war mir so schon klar. Persönliche Fragen, lass mal sie erpressen andere Patienten. Ja, warum machst du das? Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Ah, du kommst in mein Krankenhaus als Patient und tust andere Patienten erpressen, nicht erpressen, wie soll ich das nennen? Quasi die anderen Patienten sollten ihm zahlen, damit die in mehr Bett liegen können oder was hier. Das ist nicht gut, das ist mein Krankenhaus, ich entscheide, wer liegt, wer nicht. Deshalb hast du sowieso was What's gesagt. going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Gut, in Verzweiflung zueinander gefunden, sie könnte beide dafür gefeuert werden. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reid. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ihr tut nichts Falsches. During the das war, merke ich mir. I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Fragen wir denn noch? Wenn 2 Hinweise fehlt uns. Ja. Und Bren, ich weiß nicht, das ist so minimal, da hätten wir, oder 2000 hätten wir wahrscheinlich insgesamt EP. Da können wir noch mal Persönliches was fragen. How is the situation nichts around here? You Persönlich want to hear the und die Ballone. situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Gut. Waffenschmuggel? Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Gut, was ist Ihr Beruf hier? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Sie haben wohl einiges durchgemacht. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Ja, haben wir eine neue Untersuchung oder was? Nee, anscheinend nicht. Okay. Schade. Goodbye, Milton. Ja, kann ich das mal kurz gucken.
Untersuchungen. Das ist Milton. Ah, wir haben schon was für den gemacht tatsächlich. Uns fehlt nur ein Hinweis. So. Migräne habe ich nichts, leider. Neurologie. Ist dann Oswald. Den könnt ihr ansprechen. Ja? Und durchsuche ich die ganzen Kisten hier. So, wo ist der Oswald? Das ist eine Unbekannte, die können wir auch noch ansprechen. Oh blind, scheiß drauf. Lass mal uns um die Docs kümmern, wollte ich schon sehen. Und warum ist da wieder so eine scheiß Markierung, ey? Ich mach doch die Markierungen nicht mal blind. Komm einfach so blind. Es gibt Sachen, die gibt es einfach gar nicht blind. Oh, der Jäger. Aber Leech spotted! Watch out, boys! It's locked. All of you are bloody leeches. Don't like that, do ya? mal schauen, wer gewinnt. Die Vampyr haben gewonnen. Okay, alles klar. So, kann ich jetzt hier reingehen? I cannot enter. Warum? Warum kann ich da nicht rein? Ha? Oh, wie das packte. Okay. Ja, das ist der Flammentyp, ne? Flammenwerfer-Typ. Lass mal direkt Ulti an den machen, warum auch nicht? It's on to us! He's dead! So, und noch den hier. Papa, ich bin hier. There's one of them vermin! Komm, fand mich doch. Ah, komm schon. Komm schon. Papa, ich bin hier. Das war's. Haben die irgendwas Nützliches? Wissen was, okay. Gut. Wo müssen wir lang? Den Docks. Wahrscheinlich hier drüben. Ne? Der hat einen Ghoul umgebracht, auf jeden Fall. Over Schon, ne? there! There's one of them vermin! Find his teeth! Snappy leech! Watch it! It's a killer! Kein Problem, alles auf einmal. Der Skull hat einen umgebracht, das meinte ich noch nicht. Stark. Jetzt ein Docks, hier bestimmt. Hoppa, da wird wieder gekämpft. Überall wird gekämpft. Ja, wir müssen auf andere Seite. Gehen wir mal schnell. Scheiß auf die. Aber blind kann ich nicht los. Aber noch mehr. Oh, da sind noch mehr Feinde blind. Und dann lass mal lieber hier schlagen. Da, schnell mal heilen. Wo denn? Wir wurden gelähmt. Ist der schon mal tot? Hoppa. Na, nachher. Так, noch ein paar Loots hier. Jawohl. Da wollen wir erstmal nicht hin. Wir wollen auf die andere Seite wollen.
Zack. Jetzt kann ich mich beamen auf einmal blind. Alles klar. Müssen wir gleich ja schon bei den Docks ankommen langsam hier. Auch gleich hier um die Ecke irgendwo. Zack, hier ist ein Tor. Können aufmachen. Und dann sind wir bei Dogs und Status ist tatsächlich kritisch. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Mal wieder gehen. Tak. Wen könnten wir so als helfen? Ich überhaupt hier Leute treffen würde. Hallo, ich bin hier, um jemandem irgendwie zu helfen. What do you want? Was willst du denn? Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Geht's Reid. gut? Okay, denen geht's gut. Tak, Neuigkeiten über Sean's Have Unterkunft. you heard anything about Sean? Was haben wir nicht da schon? Brutally murdered. Da wurde brutal ermordet. Not by one Das of war my keiner boys. von meinen Jungs. Ja, ich habe ihn aus Versehen brutal ermordet, ja. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumors about some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Okay. Die haben wir auch schon alles gefragt, aber denen geht's ja Goodbye. gut. Mr. Dick. Tak, was ist mit ihr? You again? Da, ich bin schon wieder. Auf Wiedersehen. Goodbye, Mr. Dick. Wollte ich nicht mal ansprechen. Tak, die wollte ich ansprechen. Good evening, Mr. Hello again, Dr. Reid. Tak, Neuigkeiten über Have you got The Sean? murderer is still unknown. All Einfach nur damit wir Are es you haben. what? the bodies. Can I Geht's offer dir? you my medical? I'm fine. Geht's auch gut, ganz gut. Okay, Goodbye. zurück. Ah, warte, mit der kann man doch Good handeln. evening. Hello. Vielleicht hat die bessere Waffe. Mr. Can I see? As long as you have money. Hat auch nur Scheiß. Warum haben die keine Waffen vernünftig? Nicht mal eine Waffe da drin. Tak. Lass mal hier mal Leute ausquatschen. Den Besoffenen zum Beispiel. Good evening, sir. Whatever. Don't you reckon? Don't take it. Yeah. I'm just. Tak. Inebriation. Yes. Der braucht, was braucht der? Der braucht was gegen Erschöpfung. Gib mir doch mal. Hey, Doc. Alles klar. Is it true Sean Hampton saved your life? Yes. He even risked his own life to save my sorry ass. Now he's been murdered. And I still drink. Is life funny or what? Waren Sie dankbar? Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Okay, was machen Sie beruflich? What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I Ich trinke drink in the morgens morning und and at mittags und noon. abends. I Ich drink trinke at night, immer, wenn ich kann. and then I drink some more. Einfach weiter trinken. So, warum trinken Sie so viel? Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. No, That's blöd. because I am Doc. Da so richtiger Säufer ist, hat bestimmt sein Blut ordentlich Alkohol drin. Und ich denke mal, Vampire können auch mal sich ein bisschen Whisky so erlauben und Wodka, zumindest ein Blut, weißt du, so, also, denke ich mal, wäre es nicht verkehrt, ihn auszusaugen. Aber seine Blutqualität ist noch nicht so gut. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Das ist der Dyson, der nur am Saufen ist tatsächlich. Is there anything? How dare you say such a thing? Keinerlei Grund zur Freude. Warum sind Sie so zynisch? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die? Is that it? Let me tell you a story. Gut, fahren Sie fort. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop, the torn street light. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it.
and now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Neue Untersuchungen, Gedanken an die Opfer. Na gut, werden wir doch mal machen. Mögen Sie etwas an diesem Bezirk? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Na, jetzt wiederholt sich das Ganze, oder wie? No reason at all. Let me tell you, Habe ich schon mal gehört, ja. Or what kind? it was. You lost. I'm. It's okay. Is How da- Aber sie ist Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. Was andere habe ich doch schon gefragt. So, nichts Neues. Do you have any recent? I don't want to talk about it. Just hearing this Are you worried? more can take. Tag, Ihr Leben in London, haben wir schon alles ausgefragt. Persönliche Fragen hatten Sie als junger Mann Träume? Surely you must have had dreams and Sure, I wanted things to change. To really change, and to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Größer der Traum, desto größer die Enttäuschung. War damals ein Idealist. Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reid. Gut, weitere Hinweise über den. Nicht schlecht. So, 2 weitere fehlen noch. Wenn Sie die Welten wirklich für so schlecht? Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Gut, mehr können wir. Doch. Erzählen Sie mir von Ihrer Jugend als Anarchist. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Kameraden? Do you still see your comrades then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Glauben Sie an eine friedliche Do you Revolution? believe in a bloodless revolution then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. So, mehr können wir jetzt auch wieder nicht ausfragen, ne? Goodbye. Dann auf Wiedersehen. Dann würde ich mal sagen, wir machen auch seine Untersuchung. Mal, warum auch nicht. Finde denn die Totengräber. Wir können von der Edwina Cox, die hat Bandstufe 5. Ein Hinweis fehlt tatsächlich uns und wir müssen mit Bandstufe uns aufsteigen. Ihr Ehemann, den Säufer, den Kleinkriminal haben wir auch schon mal umgebracht. Und ja, ein Befehl, ein Nebenquest können wir von ihr mal machen. Und da könnte ich auch mal Dings hier umbenennen. Die große Jagd stimmt dann überhaupt dann nicht mehr blenden. Nicht die große Jagd, sondern machen wir einfach Sidequest. Zeit. Mhm. Machen einfach mal heute Nebenaufgaben. Ja, und hier auch dann. Große Jagd kommt dann später. Einfach neben. Gut. So. Mhm. Zurück. Lass mal die Untersuchungen mal machen auch.
So, ich würde sagen, finde den Ort, an dem der Bombenanschlag stattgefunden hat. Das machen wir. Verfolgen wir mal. Also man kann nur ein was verfolgen. Okay. So. Dieser Ort ist ein bisschen weiter entfernt. Warte, lass mal noch Barkeeper ansprechen. Vielleicht geht es ihm nicht so gut. Welcome back, Doc. Er hat Erkältung. Do you need... Geben wir doch Medizin. Ich glaube, damit haben wir schon der Bezirk ordentlich geholfen, dass die nicht mehr in der kritischen Situation ist. Also wenn den Barkeeper gut geht, geht es allen gut. Stell dir vor, der Barkeeper ist krank und kommt nicht mehr zur Arbeit. Was machen die Leute? Die bringen sich doch gegenseitig um. Die würden um jeden Schluck Alkohol doch hier rumkämpfen, sich verprügeln, sich töten. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reid. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Wie es dir geht, das wollte ich wissen. Erkältung hat sie. Do you require medical assistance, Miss... Don't feel... Geben wir doch mal ihr Take Aufwärts. this, little... Tom always said... Gut, Have you heard... He's dead. das ist egal. Fragen wir Of einfach course. mal trotzdem. Leben in London über die What Docks. can you tell me about this area? You look concerned, Miss Cavendish. This is a bad borough. Most people I know are afraid. Most locals will rob you blind, or worse. You best mind your step. Okay, Hinweis über sie schon mal gefunden. Wie sieht denn überhaupt ihre Blutqualität aus? Sie ist ordentlich. Warnstufe 3, wir könnten dir sogar aussagen. Wir brauchen 2 weitere Hinweise. 2100 dB. Warum gehen sie nicht? Fürchte mich nicht. Keiner fühlt sich sicher. So you and your friends all feel in danger? Tom's the only exception I've come across until now. But he's... Gut, über diesen Pub. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Die Bar ist ein neutraler Ort. Anscheinend, ne? Ihr Boss muss gut verhandeln können. So this bar is neutral territory then? Yeah. Tom's convinced this is something the locals need. Deshalb sage ich ja. No one ever draws a weapon here. Die Bar ist ein That's one neutraler of the Ort. reasons I accepted the job. Alle Banden treffen sich hier, alle sind hier Freunde. Wenn der Barkeeper jetzt krank ist, die töten sich doch da draußen drin. Your boss must be quite the negotiator to force such an agreement. Yeah. Tom's a great bloke. Mr. Hampton, who runs the night asylum, he's the only other man that's able to keep peace around here. Gut, zurück. Können wir noch was Persönliches fragen? Ihre wahre Gefühle für Ihren Boss. Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Liebt Tom sie auch? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Okay, wer lacht über sie? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Gut, zurück. Dann, wo kommen Sie her? Excuse my curiosity, but where exactly are you from, Miss Cavendish? Something bothering you? What, my name? Or my complexion? Ich verurteile niemanden nach der Hautfarbe. Entschuldigen Sie, falls ich Sie verärgert habe. Ich verurteile niemanden nach der Hautfarbe. Believe me, I never judge someone on their place of birth or the color of their skin. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. Just you, Tom, Dyson, Miss Fishburne, and of course Mr. Hampton. Den Hampton habe ich aus Versehen I'm sorry if falls I was ist. worried. I was just curious to No, find eigentlich mit out if you Absicht. know this part of town well. Nosy. My dad was a sailor from Bombay, and my mum was a maid born up in Glasgow. They got married in London. And here I am. Zurück. Leider können wir nichts mehr über sie erfahren. Goodbye, Aber das Miss kommt Cavendish. bestimmt noch, wenn wir jetzt gleich nochmal den Tom ansprechen. Das, ja. Ein Pärchen. Tom, bleib hier. Welcome back, Doctor. What can I do for So, Have you not? das einfach mal aus. Scheiß Are you- mal I einfach wish I- It's sagen. not. Fragen.
Leben in London über Sabrinas Angst. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Tak, laut Blutqualität. Ja, kann sein, dass die eine Stärke ist. Habe ich jetzt mir nicht gemerkt, was die da hatte. What can you tell me about... Well, I always thought there was some hope left around here. But after the death of Sean Hampton, I'm starting to feel less optimistic. Really? Sean was our saint. The only one able to maintain peace between some very different people, if you get my meaning. Ach, Bahnstufe wollte ich da gucken. Sabrina hatte 3, er hat auch 3 in sich. Okay. So. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. Viele Meinungen. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Ja, leider in dem Spiel spielt die Dialoge mit anderen wirklich eine große Rolle. Deshalb ist mehr so auf Dialoge das Spiel ausgelegt, auch wenn es irgendwann schon ein bisschen nervig scheinen mag oder nervig wird tatsächlich. Und da muss man auch durch bei dem Spiel leider. So, gibt es etwas, das ich tun kann? Das Spiel, die wollen ja nicht komplett hier Dark Souls oder Bloodborne kopieren, sondern die wollen auch was Eigenes hier auch reinbringen. Es ist mehr so rollenspielmäßig tatsächlich auch. Und es gibt tatsächlich auch vieles Eigenes. Since I'm here, es ist nicht nur so eine Billigkopie, also auf keinen Fall ist das so eine Billigkopie. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running low. How could a physician help you in this matter? I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Wir haben hier neue Untersuchung, nicht schlecht. Der Engpass können auch dann mitmachen. Also deine wichtige Persönlichkeit. You're something of a figurehead around here. Now that Sean Hampton's gone, all the free drinks are only slowing things down. Sooner or later, some real bad shit'll happen. Zurück. Leben in London haben wir jetzt ausgefragt. Okay, persönliche Fragen. Da können wir. Sabrina scheint Ihnen sehr gut zugetan. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Alles klar, da können wir Sabrina nochmal ansprechen. Tak, Sabrina. Hier bin ich. You still working at this hour? That's what I call... Persönliche Fragen. Okay, können wir nicht mehr. Alles klar. Goodbye, Miss Cap. Warte, wie geht's dir nochmal? You still working at this... Do you require... I'm fine, sir. Ah ja, ich habe ja schon ein bisschen gegeben. Goodbye, Miss Cavendish. Tak. Der Säufer. Ja, Shut schon the angesprochen. turquoise for a time. Tak, oben noch was zufällig. Are they stupid or something? Das ist schon mal nichts. Hier zufällig was. Tom Watts ist unten. Können wir auch mal ansprechen. Hoppa. Ist gefunden, ja. Ha? Ah, blöd. Ich habe eine sinnlose Runde gemacht. So, lass mal gucken. Weitere Untersuchungen haben wir auf jeden Fall auch. Tak. Gedenke an die Opfer. Ah, von da haben wir sogar angefangen. Da können wir auch mal dahin gehen. Warum auch nicht? Nicht sogar dafür. Lass mal. Hoppelin.
machen wir erstmal eine Quest, Zeitquest, dann machen wir die anderen. Gehen zurück. Unser Ursprungsort sozusagen. Wer ist das? Unbekannter, lass mal mit dem reden. Hallo. Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. Gut, lass mal das hier Have you schnell left it? ausfragen und fertig ist. So, persönliche Fragen. Warte, zurück. Wie sieht es eigentlich aus? Da hat eine Erkältung. Ich glaube, ich habe schon alles, was Erkältung angeht, weg. Oder? Können wir mal Do you versuchen. require? Ja, ich habe leider kein Medizin mehr gegen Erkältung. Wir werden herstellen. I will. So, auf Wiedersehen. Goodbye. Gut. Box. Ah, wo geht's zurück? Wir müssen da hoch, ja, sowas. Irgendwie. Hier. Wir müssen. Da. Warte. Was ist hier? Gut, da können wir das herstellen. Ne? Eine Erschöpfung. Eine Erkältung. Machen wir jeweils 2, denke ich mal. Nicht? Guck mal, hier machen wir noch was und hier machen wir noch was. Jawohl. Jedem Medizin 2 was. So einfach. Aufleveln brauchen wir uns noch nicht. Wer ist das nochmal gewesen? Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reid. Ah, What do you want? ah. Ah ja. Ja. Goodbye, Miss. Ja. Weißt du das? Da, wir müssen dahin. Wir müssen irgendwie wieder auf die Brücke drauf. Wir haben einen Eingang vergessen. Ah, hier ist doch der Eingang. Die Brücke. Mensch. Doch logisch. Eine Fresse. Wenn wir wieder zurückgehen. Denn. War auch irgendwo eine Ver... Warum hat der Waffe gezogen? Genau, diesen Sound habe ich vermisst. Dann. Oh, eine Leiche ist hier. Dann nachher. Woher kommt die auf einmal? Mit 15 Schilling, okay. Dann. Weitere Leiche, als ob. Was ist hier passiert? Noch mehr Leichen hier. Was ist hier? Ah, auch die Türen sind alle offen auf einmal. Ha? Dann. So. Aha. Und Vampirjäger schon mal. Ja. Kämpfen oder kämpfen? I'd step back, sir. Habt ihr vergessen, wer ich bin? Ich bin letztens doch von euch abgehauen. Dann. Okay. Mhm. Da, der nächste. Hoppa. Was erzählt er da? Und der letzte. Wohl, nur kinderleicht.
Так, wir müssen da hoch. Jawohl. Hier war ja unser allererster Versteck, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Wenn ich mich nicht irre. Was genau? Hier oben war das, okay. Gefunden. Der Schlupf freigeschaltet. Was soll das heißen, freigeschaltet, wenn ich schon davor schon mal freigeschaltet habe? Ah ne, das ist tatsächlich freigeschaltet. Vorher geschlossen. Gut. Aufsteigen müssen wir jetzt noch nicht, deshalb können wir auch jetzt einfach weitergehen. Eine Schnellreise von Unterschlupf zu Unterschlupf wäre tatsächlich auch nicht schlecht, aber irgendwie haben wir nicht diese Möglichkeit. So, hier war safe. It's locked. Ist immer noch verschlossen und immer noch kein Schlüssel. Hier ist Uhr. Aluminiumpulver. Hier. Weitere. Die Leiche ist immer noch da. Hätten wir schon mal. Aber nirgendwo ist hier ein verdammter So, da geht's raus wieder, ne? Ja, ja. Gehen wir. Jetzt zufällig irgendwie den Schlüssel aufgehoben. Okay, ne? It's locked, all right. Problem. Bin ich einen scheiß Schlüssel. It's locked, all right. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Warum? Sieh doch einfach mal an der Tür. Zack. Haut. Welche Seite dann? Und da drüben. Aha, verstehe. Müssen wir erstmal die hier bekämpfen. Gut, haben wir die auch mal schnell erledigt. Aha. Dann, da hoch wollte ich irgendwie. So kann ich nicht da hoch mich beamen lassen. Geht nicht diese. Warum? Gehen wir halt hier durch. Aber man kann hier rein. Tatsächlich. Ah. Aha. Aha. Zack. Aha. Okay. War unser allererster Versteck. Zack. Aber nichts Besonderes leider. Und da sind wir dann abgehauen. Genau, so war das. So, jetzt haben wir die Tür wieder aufgemacht. Mhm. Wir sind frei. Hauptsache gemacht. Okay. Können wir hier wieder raus? Alles klar. This place looks like the picture I saw of the bomb site. Da? Blind, keine Ahnung. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Hier, bei dem Grab zum Beispiel. Sag, was ist hier in der Kiste? Zwillinge. Hier ist doch ein Grab. Ich soll einige Blumen finden. Wo soll ich jetzt Blumen finden? Hallo? Oh, ich habe Blumen gefunden. May all who suffered from this tragedy find or rest in peace. Okay, war ja gar nicht so schwer. Sprich mit Dyson, jetzt können wir ganz den Weg wieder zurücklatschen. Lassen wir erstmal durchsuchen hier. Vor allem der Ort, an dem wir aufgewacht sind. Die würde mich interessieren, ob da vielleicht was Neues gibt hier, nachdem wir den hier verprügelt haben.
Zack. Da war doch die große Leichenhalle. Zack. Hier sind wir wieder zurückgerannt, oder? Ja. Ja, hier sind wir wieder zurückgerannt. Okay, wir müssen wieder dahin. Aber hier runter. Na. This Da hoch. place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. Na. My poor Mary. Hier hat es angefangen. Und hier liegen wieder Leichen rum. Irgendwas ist hier. Vielleicht treffen wir auch auf irgendjemanden. Zufällig. Zack. Weiter Plakat. Zurück. Was ist hier? Ist eine Kiste. Mit Schillinge tatsächlich. Nur mehr sehe ich nicht. Das ist diesen Leichenhaufen drin, wo wir erwacht wurden. Wahrscheinlich mit so einem Transporter hergebracht, ne? Zack. This is my watch. Das ist meine Uhr, Damn genau. grave robbers. Im scheiß Grabräuber blind. Hallo Jungs, zu eurer letzten Nacht zum Auftrag, die Toten ins Hauspark zu plündern, sagte nur einmal, tut es einfach. Seid froh, dass ich eure Beschwerde nicht Edwina zeige. Sie würde euch die Eier abschneiden. Ein kleines Vögelchen hat mir außerdem gezwitschert, dass ihr Witze über das macht, was ich am Pier gesehen habe. Also bin ich nur ein Spinner, der Angst vor seinem eigenen Schatten hat? Oder ein Beknackter, der wie ein altes Weib Gespenstergeschichten brabbelt? Gut, ich mag es, wenn meine Jungs Spaß haben. Der Beknackter wird auf eure beschissene Kadaver pissen, nachdem diese scheiß Monster, das ich gesehen habe, eure Spatzenhörner gefressen hat. Genießt die kommenden Nächte, Kollegen. Ich habe gehört, es soll regnerisch und neblig werden. Uff. Warnung. Zack. Weiterer Hinweis über den sogar haben wir entdeckt. So. Schöne Uhr. Den Schlüssel haben wir auch noch, ne? Ein einfacher Schlüssel, der wahrscheinlich zu einem... Ja, das stimmt. Hier so viele Schlüssel. Da, runter ins gleichen Haufen kann ich nicht gehen. Doch aus wie eine Kiste. Ne, das ist ein Palett, der da unten liegt. Okay. Da, sonst eigentlich nichts mehr hier, ne? Mich interessiert, warum die alle hier tot sind auf einmal. So, dann sind wir hier durchgerannt. Dann hier hoch. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Zack. Ein Tor, was ich nicht aufmachen kann. Okay. Dann sind wir hier runtergerannt. Da. Dann sind wir runter abgesprungen. Hier war eine Leiche, haben wir Machete aufgehoben. Ah, hier ist die Leiche. Bei dem haben wir Machete aufgehoben. Unsere allererste Waffe. Dann sind wir hier hoch. Oh, da ist was offen. Hallo.
Gut. Haben wir das auch jetzt erledigt? Was haben wir überhaupt hier erledigt? Warum waren wir jetzt überhaupt hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich doch einfach nur unsere Zeit hier. Ah, hier war eine Kiste. Schon hat es sich gelohnt. Für einen Schilling, was in der Kiste lag. Noch mehr Schillinge. 5 Schillinge. Okay. Lass mal einfach wieder gehen und machen wir anderen Zeitquests jetzt nebenbei mit. Warum sind wieder so viele scheiß Markierungen wieder da? Hallo? Was ist das für eine Markierung? Verschwinde. Noch irgendwo eine Markierung gesehen. Hier ist weg. Так. Machen wir direkt nächste Untersuchung. Lass mal hier verfolgen. Так, wo ist denn das? Das da nebenan, okay. Lass mal andere Untersuchung gucken. Das ist hiermit. Aha. Oh, das wird uns wieder zurück einfach und gut ist. Wenn wir alles melden und so weiter. Hoppa. Was Interessantes? Oh, da ist was Interessantes. Ich will da rein. I cannot enter. Weil, noch kann ich da nicht rein, schade. Ein Skal schreit hier rum. It's locked, all right. Berlin. Schade, schade, ich kann diese Ort nicht besuchen. Das sieht richtig interessant aus. Da kann ich irgendwie anders besuchen. Gut, wie geht's denn zurück überhaupt? Berlin. Link. Tak. Ah doch, hier bin ich doch jetzt. Hier wollte ich doch rein. Lass mal checken alles. Könnten wir hier zum Beispiel uns eine Tür freischalten? I cannot enter. Wie? Ich war doch gerade auf anderer Seite. Lass mal andere Seite gucken. Hier gehe ich wieder raus. Wer ist denn das hier überhaupt? This is now my domain, young Ekon. Alter, wer bist du? Oh. Das ist kein normaler Gegner, okay. Okay. Hab's verstanden. Aha. Alter, beruhig dich. Deine Waffe scheint interessant zu sein, ey. Alter. Fuck. Ulti. Ulti hat's geregelt. Ey, was ist mit seinen Waffen? Die will ich haben. Ey. Wieso kann ich nicht seine Waffe nehmen? Gießereischlüssel. Okay, wir haben Gießereischlüssel entdeckt. Ein komischer Typ. Ich hab doch gesagt, hier gibt's was Interessantes. So, jetzt können wir da die Türen aufmachen anscheinend. Können wir mal machen. Vielleicht ist genau so eine Waffe, was der hat auch oben irgendwo. Jawohl. Mal aufgemacht. Und ganz oben auch noch irgendwas abgesperrtes. Da schreit auch irgendwas. Und hier buggt Texturen. Jawohl. Hey! Papa! Auch mach nicht alles kaputt immer hier. Gut, haben wir ihn jetzt auch erledigt. Was will ich jetzt hier? Da ist ein Tresor. Ich hoffe, ich kann die auch aufmachen.
Und was habe ich? Das ist alles? Uhr. Okay. Aha. Gibt's noch mehr? Schillinge, okay. Weiter? Ja, nicht. Ey, ich hab bei den... Da hat er so richtig geile Waffen. Warum konnte ich die... Oh, was ist denn das hier? Neue Sammlung entdeckt. Komische Symbolen sind hier auffallend. Okay. Aber ich hatte doch... Warum kann ich nicht einfach so seine Waffe nehmen und gut ist? Dr. Reid, was ist los mit dir? Gut, jetzt können wir wieder runtergehen. Blöd. Das Geheimnis hier zufällig? Ja, das sind weiter Skulls. Hört auf zu schreien, ich komme gleich zu euch. Und mehr sehe ich hier nicht. Könnten wir jetzt die Skulls hier verprügeln. So, die sind schon mal erledigt. Hier kann man nichts kaputt machen, okay. So. Wo sind wir jetzt? Mhm. Oh, blind. Schade, nichts Besonderes gefunden an sich. Können wir wieder zurückgehen. Keine Ahnung. Baut. Tak. Ah, Foto Blende hier war ich doch schon. Zum 10. Mal. Zum 1000. Mal. Ah, dann können wir hier durch wieder gehen. Ah, ja. Dom. 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 Ja dann. Ja dann. Sag, warum hat er hier Waffe gezogen? Okay, jetzt hat er nicht mehr gezogen. Na dann. Dann, was ist hier unten? Das ist eine Kiste. Hier ist eine offene Tür. Ah, da. Alles klar. Da. Wir müssen zu Frau Cox. Wo waren die? Da, dem ist egal. Oh, Erkältung. Ich habe was für dich gegen Erkältung. Du wolltest doch was gegen Erkältung haben. Good evening. Yeah. Do you recall? Hier hast du was gegen I Erkältung. don't. So, okay, Goodbye, ciao, hau Mom. rein. Da, wo ist die Frau Cox? Die Frau Cox brauche ich. Frau Cox, wo bist du? Das ist jemand Unbekanntes. Da, Sabine. Aha.
Frau Cox. Wo bist du? Und dann ist da wieder der Unbekannte. Ah, nee, das ist ein anderer Unbekannter. So, was ist hier? Good evening, madam. I'm Dr. Reid. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Lassen Sie mich rein. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Dankeschön. Just grow eyes in the back of that head there. Sie ist erschöpft. Dann lass mal ein bisschen sie ausquatschen. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Gut, das können wir das standardmäßig nochmal einfach mal ausfragen. So. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause auf die Tür und sehen uns gleich wieder, so 15 Minuten. Bis gleich.
Ja, da sind wir wieder mit Vampyr und weiter geht's mit unseren Nebenquests. Vielleicht saugen wir die alte Oma da aus. Ihr Leben in London fragen wir mal aus. So, was ist das? Wie ist das Leben hier? How is life around here? Fragen wir mal. Life has Kaffee always geholt. been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? GBDM erzeugt Gewalt. Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Ich habe so ein Gefühl, die Texturen von ihrer Kleidung hat sich nicht vollständig geladen. Sag, was ist eigentlich mit ihrer Blutqualität? Aha. Gewalt verzerrt von Armut. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Zurück. Und hier fehlt ein Hinweis. Was machen Sie beruflich? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Ist Ihr Mann im Krieg verstorben? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. Wie zahlen Sie die Miete? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Gut, dann können wir auch mal was Persönliches fragen. Und zwar nichts, weil uns einfach Hinweise Goodbye, fehlen. Miss Dann Fishburne. auf Take Wiedersehen. care of yourself. Auf Wiedersehen. Aber bevor wir jetzt sie verlassen, Please don't stay too long, sir. It's locked. verschlossen da nur nach. Warum sind deine Lebenschancen geringer geworden, weil du irgendwas verschlossen hast von mir? Ja, was haben wir hier? Braucht sie nicht. Was ist hier? Hier ist nichts. Oh, da ist noch was. Bei Tom Watts habe ich ein Tresor übersehen tatsächlich. Muss ich mal gleich nochmal gucken. Hier ist nichts mehr weiter. Dann bin ich hier. Mittel. KSS. Mehr nicht. Gut, verlassen wir die vorerst. Wenn wir weitere Hinweise von der haben, dann kommen wir wieder. So, aber jetzt können wir hier Zeit zu ihr gehen, oder? Mit dem haben wir schon gesprochen. Ich suche jetzt... Frag mich, wo die junge Frau hin ist. Die Frau Cox. Hier geht's wieder zurück zur Brücke. Frau Cox. Da ist sie doch. Hallo. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reid. What do you want? Ich habe es zum Massengraben Southwark geschafft. I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reid. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. Sie sind gestorben. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. Da, gib The mir Wet Boot Bildung. boys thank you for your help. 50 Schillinge, okay, danke schön. Boots glauben an Monster. Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not.
All I know is that a real man keeps his fears to himself if he wants to be obeyed. Gut, weiterer Hinweis. Wie sieht's aus? Wir haben alle Hinweise, aber ihre Bahnstufe ist noch zu hoch. Und ich würde sagen, wenn wir 5 erreichen, Bahnstufe 5, ist sie dann dran, weil 1000 TP ist ordentlich. Goodbye, Miss Cox. Leider ist hier Bahnstufe zu hoch. Gut, das hätten wir erledigt. Lass mal zum Watts nochmal gehen. Und zwar in sein Räumlichkeit hier. Das ist verschlossen. Und da oben habe ich einen Tresor übersehen tatsächlich. Also ganz schneller Pfeilgang. Aha, 5 Schillinge. Hat sich doch gelohnt. 3 Schillinge. Mehr sehe ich hier nicht. Gut, dann könnten wir... Warte, kann man den noch ansprechen wegen irgendetwas? Nee. Nein. Auf Wiedersehen. Tag, den Säufer wollten wir ansprechen. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Da, ich weiß, wo die Bombe explodiert I ist. found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened. Just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. Ah. Sag, wie sieht's aus? Was fehlt noch? I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. Gut, sie sind an jedem Tag selbst auch gestorben. Sie sind ein Feigen. Sie haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Komm, spielen wir ein bisschen mit. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. Wie fehlgeschlagen? Was soll ich da wählen noch? Verdammt nochmal wählen. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No. I don't want to remember it. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. Tak, warum eine Bombe? Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson & Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. Ja gut, also, dann lass mal kurz schauen. Das haben wir schon. Und zwar, letzten Hinweis haben wir jetzt vermasselt, dass wir während die 50 EP, die uns gefällt hätten, an sich erholt er sich. Das ist und quasi kann man sagen. Und die Bahnstufe ist da ziemlich niedrig und ich denke mal, bisschen Alkohol schadet doch einen Vampiren nicht so viel wie das säuft, warum auch nicht. Ich hoffe, der hat was ordentliches, zum Beispiel Whisky getrunken, deshalb nehmen wir ihn mit. Wir gehen nur spazieren. Wie unauffällig das gerade war an sich.
No one will ever know what I did. I'm gonna die with blood on my hands. No one will remember me. Wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden. Ja, ich frage mich, wo dieser Schlüssel ist. Diese Truhe bringt. Bestimmt nicht von dir. I cannot enter. Wo eigentlich die eine Frau da? Da müssen wir mit dem noch quatschen. You again. What are you... I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Was haben Sie gesehen? Tell me what you saw. It was a few years ago. Clay Cox was still the boss then. He'd sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. But no one believes me. Machen Sie Ihre Freunde über Sie lustig? Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. And it wasn't a human. Not human at all. Tak. Was haben wir? Wir haben schon mal alle Hinweise. Nur seine Bandstufe ist noch eine Stufe höher. Und ich denke mal, der wird auch der nächste Opfer sein als Kopf einer Bande. Mr. Digby. Denn 4000 DP ist auch ordentlich tatsächlich. Der war nur eine Vorspeise. Oh, braucht Nachspeise. I have this. Okay. Thirst for blood. Так, wo war die komische Frau da? Ist nicht hier? Oh, blöd. Ja, nicht. Hier war das. Ist das zu... Nein, nee. Lassen Sie mich rein. Good evening, Mrs. Fishburne. Of course. Those grew eyes in the back of that head, sir. It's Na locked. gut, warum sollte auch seine Truhe hier sein? Ich dachte, die sind irgendwie verwandt oder so. Aber ich würde gerne wissen, wo der Säufer seine Truhe hat. Schlüssel bekommen. Scheint doch interessant zu sein. Tak, den könnten wir noch ansprechen. Das ist auch so ein Unbekannter. Vielleicht weiß der was. Und Opa! Boah, okay, sie ist ein bisschen zu jung für Opa. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Neuigkeiten nur schon, können wir einfach Heard mal anything durchquatschen, warum auch nicht. I never Is any... gunshot. Aha, das kennen wir doch schon alles über diesen Teil der What can you Stadt. tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Mhm, warum meiden Why do dich die people Leute? avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Okay, hast du je drüber nachgedacht, fortzugehen? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Mhm. Zurück. Was machst du hier? What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Du hast keine Arbeit oder was hier? Do you have a job? It's hard to work,
what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Irgendwelche neue Gerüchte? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the dogs. Gut, keine weiteren Fragen. Wir könnten... Wie sieht es eigentlich aus medizinisch? Das Blutvergiftung können wir auch behandeln. Warum Do you need auch help? nicht? A real doc... Medizin? Okay, persönliche Fragen. Bist du allein? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Es ist tragisch. Wir sind alle allein. Du solltest You should be vorsichtig sein. careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Gut, wir haben weitere Hinweise über sie sogar erfahren. Nicht schlecht, da könnten wir jetzt... So long, Rufus. Be careful. Take care. Könnten wir nochmal zu ihr jetzt gehen. Tak, wo war sie? Warte. War doch hier. Hier war das. Good evening, Miss. Of course. Jetzt können wir die nochmal ausfragen. What can I do for you? Persönliche Fragen. Nee. Eben im London. Erzählen Sie mir vom Weiß. The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. Ja, das war's oder was, Blin? Mehr kann Goodbye, ich nicht ausfragen. Так, Medizin habe ich hier gegeben, ja? Was hat die? Hattet ihr was? Warte. What can I... Nee, ich habe hier nichts gegeben. Mrs. Tatsächlich, Blin. Hier ist ein Medizin. Then Geh zurück. goodbye, Miss. Hat sie auch Medizin bekommen. Jetzt können wir wieder rausgehen. So sieht aus wie so ein Opa. Opa, kommst du näher? Das ist so ein kleiner Bengel drin. Ja, nur nachher. Also, so, unsere weiteren Untersuchungen haben wir ganz vorbei. So, Erfolg. Machen wir mal den hier. Der wäre irgendwo da vorne oben. Irgendwo hoch jetzt. Hm? Denk mal, hier sind wir schon mal richtig. Sollten wir nicht sogar eine Ginflasche aus Tom Watts Vorrat? Aha. Hm? Aber Tom has so much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. was haben wir hier? Lösung. Noch irgendwas Interessantes? Aber. Und aber. Zeitungsartikel. Jugendlicher wegen versuchten Mordes verhaftet. Tag. Details. Alles klar, können wir ihn ausquatschen. Tag. Hier ist noch einer mit Blutarmut. Ich wüsste, wo der ist. So. Wo finde ich sie? Irgendwelche anderen Dogs müssen wir gucken. Tag. Da haben wir schon ordentlich hier Leute behandelt an sich, ne?
Kann man hier was machen? Ne, zufällig nicht. Also hier kann man sowieso eine Abkürzung hier freischalten oder so. Oder kann man das machen? Hier kann man nicht. Zack, hier auf die andere Seite. Nochmal schnell. Und so erfahren, dass hier nichts ist. Gut. Так. Sag mal, dieser komische Typ. So ein Typ haben wir als Bossfight vernichtet. Jetzt ist er als normaler Gegner da. Warum? Heißt es, dass ich, wo ich meine Schwester da besiegt habe, kommt die auch als normale Gegner, oder wie? Hoffe ich mal nicht, blind natürlich. Da war er. Ja, in abgeschwächter Form halt kommen die nochmal als normale Gegner. Was eigentlich komisch ist. War ja schon mit Kanalratten zum Beispiel auch so. Weil er einfach wieder kam. Weg. Weg. Jetzt wieder andere Seite. Aber hier ist noch eine Truhe. Jawohl. Wir müssen uns wieder ein bisschen Medizin machen, glaube ich. Einiges verloren. Так, wo ist die Kneipe? Oh, die Kneipe. Rufus, zu dir will ich nicht. Haben wir auch schon angesprochen. Wo ist die Kneipe? Ah, ich habe die Kneipe verloren. Hier unten ist sie doch. Ja, Tom Watts, du warst ein Kleinkrimineller. Du hast sogar versucht. What can I do for you? Ein Kleinkrimineller, aber der Lager war nicht leer. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reid, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. No blin, was soll das heißen? Da waren Leute bewaffnet, da war nur ein Kreatur, blin. Jonathan, was redest du für einen Scheiß hier? Hier hast du deinen Schnaps. Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. 50 Schillinge, persönliche Fragen. Jetzt haben wir so viel hier freigeschaltet. Ihr Festnahme wegen versuchten Mordes. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. Ihre Kunden wissen von ihrer Vergangenheit? So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Ihre Zeit im Do you Gefängnis. think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube hier nicht. Zack. Nach ihrer Haft ein neues Leben beginnen. Oder erzählen Sie mehr über den Mordversuch. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud, wet boot boy. Warum sind Sie der Gang beigetreten? Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? Ihnen wurde also befohlen, jemanden So zu you were töten. ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me.
I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. Sie haben sich in ihn hineinversetzt. Sie haben begriffen, wie traurig sie waren. Sie hatten Angst zu töten. Und blind, keine Ahnung, gleich mache ich wieder, will ich irgendetwas und wieder irgendein Hinweis vermasselt oder so blind. Das brauchen wir noch. You refused to kill him because you wanted to feel some of that happiness yourself. You empathized with him. Exactly. The man was a bloody landlord who rented overpriced flats. A selfish bastard. But he made me smile. And I was no different from him. Alles klar, haben wir schon mal das Richtige ausgewählt. Nach hier habt ein neues Leben beginnen. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Werden die Docks für immer ein gefährlicher Ort sein? Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Es ist nicht gefährlich, hier zu bleiben. Don't you feel threatened? Staying in such a violent and criminal neighborhood. I've made peace with my violent past, Dr. Reid. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Weiterer Hinweis. Und eins fehlt noch. Oh, Blin, ich weiß nicht, ob es wirklich schlau wäre, ein Barkeeper aufzusorgen. Weil seine Blutqualität ist verdammt verlockend. You still working at this hour? That's what I call dedication. Noch hier was fragen? Hat Tom sein Verbrechen Daseins hinter sich gelassen? Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reid. And we never know what we're really capable of until it's too late. Rück. Für Toms Zeit im Gefängnis. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Alles klar. Ich habe keine weiteren Hinweise. Goodbye, Miss Cap. Fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Da, können wir denn nochmal sprechen? Welcome back, Doctor. Nee. Haben wir schon alles? Goodbye, Miss. Auf Wiedersehen. Da. It's locked, all right. Mich würde jetzt wirklich interessieren, diese eine Truhe von dem Säufer, wo der die versteckt. Wir haben Schlüssel gefunden, aber ich weiß nicht, wo seine Truhe ist. Ein Zimmer hat er nicht zufällig gemietet mit einer Truhe, ne? Ich nicht. Glaube ich nicht. Zack. Das ist ja Zimmer von Watts. Oh, da ist noch was. Hier geht's wieder raus. Na dann. Foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Haben wir hier eigentlich schon mal vieles gemacht, denke ich mal. Warum ist die Markierung zum Beispiel wieder da drin? Und irgendwo oben bestimmt wieder. Warum? Vielleicht markiert er irgendwas zufällig, so ein Hinweis oder so. Geheimnis. Weiß es nicht. Neue Dialoge verfügbar. Okay, schön gut. Так, lass mal in Western Docks gehen. Da gibt es auch noch Leuten zu helfen.
Bestimmt. Bestimmt vermutlich. Könnte sein. Vielleicht. Western Docks. So. Er ist noch tot, das ist gut. Aha. Zweimal Skulls haben wir. Hier. So haben wir schon mal durchsucht. Okay. Eine neue Waffe wäre tatsächlich auch nicht schlecht, ey. Eine viel bessere Waffe wäre nicht schlecht. Tak. Lass mal noch mal gucken, was hier hinten ist. Da von hinten kommen wir. Jawohl. Da, hier ist eine Kiste tatsächlich. Aha. Da ist eine Kanalratte. Lass mal den noch mal schnell verprügeln. Hoppa. Kinderleicht. Так, hier ist nämlich so ein Tor. Können wir hier durchgehen? Ah, das war das mit Notunterkünfte. Aber das ist ja auch trotzdem gehört ja bestimmt zum Docks mit. Tak, lass mal gucken, was hier für Leute sind. Beispiel die Unbekannte da. Lass mal die ansprechen. Opa, da sehe ich doch was. Hm? It's locked. Da nur nachreden. Warum ist hier alles verschlossen? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Gut, das können wir auch mal befragen, einfach so. As long as... Okay. So, mal gucken. Blutvergiftung. Lass mal hier Medizin geben. Of course. Tak. Welche Bandstufe hat sie überhaupt? 2. Leben in London. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Sind Sie obdachlos? Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Trostlose Heilige. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. Und vielleicht war der Hampton gar nicht so ein schlechter Mensch, aber... What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. You better watch your back, Mr. Reid. Sind Sie, ich sollte gehen? You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Welche Gefahren gibt es hier? Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated.
Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Alles klar. Persönliche Fragen. Uns fehlen Hinweise dafür. Und was mit dem? Da können wir nicht reden. Da, Knotenunterkünfte sind das hier. Hier waren wir auch schon mal tatsächlich. Aha. Allerdings Mr. Hampton leider verstorben. Und seine Leiche ist auch schon weggebracht worden. Sag, was man machen kann. Hey, nicht, dass hier Skulls jetzt sich hier bis da. Nicht, dass jetzt. Ah, guck mal. Der beschützt Skulls, der Hampton, ne? Die einen sagen, der ist gut, ich sag, der ist scheiße, Brin. Guck mal, wie viele Leute hier getötet werden, denn. Meine Fresse. Am liebsten würde ich jetzt hier runtergehen und alle Skulls da vernichten. Wenn das geht, würde ich das jetzt machen. Lass mal versuchen. Warum auch nicht? Also wenn es geht, lass mal die bekämpfen. Was muss hier? Naja, die Stadt befreien von diesem Ungeziefer. Status kritisch. Tak, haben wir denn hier? Kann man hier nichts machen, wir haben ja schon alles hier gemacht. Tak. Ja, ich habe eure Hampton umgebracht. Hasst ihr mich deswegen jetzt so, oder wie sieht's aus? The vampire hunters will never find We're at your mercy. Und das Ding ist ein eurer wahre Gegner. Wenn ich jetzt zu der komische kranke Frau gehe und sage, ey, ich habe den umgebracht. Was willst du jetzt machen? Welche Idee? Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend... Nein, 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 ich will es nicht hier. Nur mehr kann ich sie nicht auch ausfragen. So, jetzt gehe ich mal zu Heirat. Wo war jetzt immer hier? Und sage, Hampton ist tot. Das ist doch das, was du wolltest, oder? No more questions, Dr. Reid. Blin, wieso kann ich die nicht vernichten jetzt einfach? Kann nicht angreifen. Oh, Blin. Bin ich umsonst hier gelaufen oder was? So. Kann ich die angreifen? Hey du, ich will kämpfen. Yeah. There is too... Da. Wiedersehen. Thank you, old. Blin, bin ich hier umsonst gelaufen? Ich dachte, man kann hier noch vernichten. Ist... Okay, leider nicht. Zack. Ey, ich kann... Steuerung hat sich verbuggt. Ach so, okay, verstehe. Ich habe noch jemanden im Visier gehabt. Dann gehen wir wieder weg. Los, aber auch. Ihr habt keinen Barkeeper, tut nicht so. Ich muss mal diesen Nest doch ausrotten. Komplett ausrotten, ey. Blind, dann sehe ich auch keine weitere Quests eigentlich tatsächlich an sich und also hier zumindest. Wir können noch versuchen, ein paar Leute zu finden und den mal ein bisschen zu heilen. Aber falsche Taste. Wenn die sich aufspüren ließen. Anscheinend ist es nicht so. Zack. Was ist da? Eine dieser.
Okay. Gehen wir auf die andere Seite. Da ist noch eine Truhe. Oh, da ist Schillinge. Truhe. Und weiterer Schilling. Und mehr nicht und was. Können wir wieder runtergehen. Tak, 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 tak. Papa. Da unten. Und das ist die einzige Person, die wir hier gefunden haben. Ah ne, hier ist doch jemand, Mensch. You again? What do you want? Du mal über das hier ansprechen. That place was a dump. Chaos. This world. Sag, wie geht's dir überhaupt? Migräne habe ich leider nichts, kann ich dir nicht helfen. Ja, hau rein. Leider haben wir dafür keine Medizin für Migräne. Die können wir auch leider nicht herstellen. Deshalb würde ich mal sagen... War da was? Hä? Ne, war nichts. Willst du kämpfen oder was? Good evening, Mr. Throgmorton. Lass mal über den hier sprechen. So, was fehlt dir? Blutarmut. Das können wir vielleicht helfen. So, jawohl. Are you worried, really? Da. Wie sieht's aus? Aha. Warnstufe 4. Gut. Goodbye. Ich will jetzt nicht weiter wieder hier mit Gequatsch meine Zeit verschwenden. Ich habe schon verdammt viel hier heute gequatscht. Blinzender Skal. Mhm. Aha. Так. Weiterer Vampirjäger. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Durchgang. So. Keine Ahnung. Boshafter Skal. Drauf zu schreien. Schrei nicht. Sag. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Abeln. Wir wollten jetzt... Ja gut, da hat neue Dialoge. Lass mal wieder zurückgehen. Was ist los hier? Zum Beispiel dahin. Mit Docs sind wir an sich fertig, würde ich mal sagen. Ja? Ja. So, lass mal gucken nach weiteren Bezirke. So, am nächsten Tag müsste sich das wieder steigen, trotz dass wir einen ausgesaugt haben. Die haben wir noch nicht. Oder doch, die haben wir gefunden, aber der hat Migräne, da können wir nicht helfen. Aber sonst sind sicher haben wir verdammt viel schon helfen können. Müsste sich trotz, auch ohne den hier. Was ist denn das? Ein Unbekannter haben wir da noch. Habe ich noch nicht gefunden. Так. Bei uns müssen wir auch verdammt viel helfen. Würde ich auch jetzt mal machen. Aber die brauchen auch das, was ich nicht habe. Machen lässt. Und gegen Kopfschmerzen, glaube ich, habe ich auch nichts, so, ne? Blutarmut, dem könnten wir helfen, zum Beispiel. So, in diesem Bereich. Sieht auch kritisch aus. Müssen wir auch nächstes Mal auch in Angriff nehmen. Blutvergiftung kann ich alles helfen. Blutarmut, Allergie. Welche? White Couple wäre unser nächstes Ziel tatsächlich. Lungenentzündung, das kann ich alles machen. Erkältung auch. So, die kommt anscheinend nicht hinterher. Trotz dass ich die mitgeschickt habe, damit die auch die unterstützt, aber okay. Und einige Unbekannte. So. Dieser Bezirk ist komplett unbekannt. Die wird wahrscheinlich in der Kapitel oder in der Quest die große Jagd freigeschaltet werden. Deshalb können wir jetzt schon mal zurückgehen. Ich will nur hier vorbei. Einfach campen. Ich wollte einfach nur vorbei und ihr macht unnötigen Stress. Unnötigen Stress macht ihr.
Wie geht's hier überhaupt zurück? Notunterkünfte sind wir wieder. Da bin ich. Ah, ich bin wieder hier, okay. Alles klar. Gut, gehen wir hier durch. Sehr kritisch, ich weiß. Wird sich doch gleich ändern bei nächsten Nacht. Post auf das Skal. Noch mehr Skals. Da ist ein Kampf. Aha. Так, wo müssen wir denn hin? Так, lass mal das hier freischalten, erstmal kurz. Und das hier können wir auch freischalten. Ich gehe wieder. Ja, ich gehe auch schon. Hoppa. Das für Magie, ne? Так, sammeln wir alles auf. Warte. Guck, Notweis hier über diese Sicht. Nicht, dass ich hier jemand übersehe, wenn ich mal retten könnte, zum Beispiel. Hier scheint nicht. Так. Lass mal wieder gehen. Eine große Jagd wollen wir noch nicht hin. Wir müssen uns essen wieder hier. Da ist der Teufel drin wieder. Können wir den mal ansprechen? Und so taucht er auf. Hey du, was geht, Kumpel? Lange nicht gesehen. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Bin nicht dein Streit, ich bestehe darauf. Lass ab von mir, ich bin nicht dein Streit. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Haben die das nicht übersetzt? Ich kenne deinen Schmerz. Silence! I dismiss you now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! Da beruhig dich, Jonathan, bringt dir nichts. Wir sind normal auserwählt. Akzeptiert das einfach. I'm tired of all these puppet shows. Так, lass mal hier durchgehen. Oder auch nicht. Da oben. Mhm. Da schreit er wieder rum. Mhm. Zack. Hoppa. Okay, wir haben nicht genug Blut tatsächlich. Also wir müssen den so vernichten. Hoppa. Hm? Tak.
Alter! Mann, hör auf zu nerven hier, du. Alter! Manchmal machst du so einen kleinen Fehler, weißt du, schon stirbst du. Wie bei Dark Souls. Ach ja. Da bin ich wieder hier, oder was? Ach nee. Ach nee, das ist wieder so ein weiter Weg. Bin da nur nach. Ja gut. Dann gehen wir den weiten Weg. Ich hab keinen Bock auf dich. Beruhig dich. Aha. 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 Weg. Hier waren wir ja. Okay. Sag, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was los. Da war ja noch eine Runde, blin. Blin, ich hasse, wenn die so draufspringen, weißt du? Ah, na, jetzt bist du dran. So einfach kann das doch gehen, Blin. Davor bist du zu entspannt. Unterwegs. Opa. Opa. Opa, Amerika, Europa. Hier ist Müll. Voll. Ja, und da vorne ist schon unser Krankenhaus. Dahin wollen wir zurückgehen. Ich habe es gesehen. Schau mich nicht so an. Okay. Da ist noch mehr Müll. Tatsächlich. Da. Hier kommen wir rüber. Und unten natürlich. Und wir haben natürlich jetzt Zeugen, deshalb macht er das jetzt auch nicht. Kann ich mich nicht einfach so beamen lassen, leider. So, ich suche halt nochmal diesen Müll da. Sag, wer ist da am Rumklopfen? Wer ist da? Oh. Vampyrclub, da und nach. Ich will mich euch beitreten. Er ist am Klopfen gewesen. Zwillinge. Aluminiumpulver. Okay, hier haben wir Werkstatt. Так, was können wir analysieren? Die Uhren. Das Alkohol. Dann sammelt sich das alles so sehr. Ich will das nicht machen. Und Jonatas. Okay. Tak. Wenn wir das herstellen. Das hier. Das hier. Das hier. Und nochmal. Ne, nochmal geht das nicht. Gut, haben wir wieder ein paar Heilmittel in uns hergestellt. Hier. Zwillinge. Hier. Weiß ich immer noch nicht, wie das Ganze funktioniert, aber egal. Kann man schlafen? I cannot enter. Ist verschlossen, okay. Und wer hat geklappt die ganze Zeit an der Tür? Das verstehe ich nicht. Ist da immer noch jemand? Nee.
White Couple Streets. Aber hier wollten wir doch noch nicht. Wir wollen zum Krankenhaus zurück. Nämlich einen Dialog. Danach können wir hin nochmal zum White Couple gehen. Um da noch Leute zu heilen. Aber wir die Brücke finden. Über die wir durch können. Wäre hier. Tatsächlich. Na, ich weiß, da lagen, glaube ich, Schillinge rum. Können wir hier runter. Jawohl. Sag, wie geht's eigentlich den Leuten hier unten? Mal kurz ausfragen. Hey du. Hey du. Warum könnt ihr durch und die nicht? Ich will auch hier rein. Hallo. Mach auf. It's locked. Warum diese unsichtbare Wand da? Mach auf. Так, hier ist eine Truhe. Aluminiumpulver, nicht schlecht. Так, kommt mal raus hier, ich will mit euch quatschen. Und solche komische Leute. For God's sake, we're still alive and healthy. Can't you be satisfied with that? We have no reason to be here. I have not survived. Einer ist gesund, der auswollt aber nicht. Neue Religie. Ah gut, scheiß auf die. Ja, oben. Blend, das soll rauskommen. So kommt er raus. Oder kommt er jetzt raus? Warte, ich glaube, der kommt jetzt raus. Eine Fresse kommt jetzt da raus, ey. Someone could see us and talk. I know. I can't help it. Sorry. Jawohl. Komm raus aus Wald. Hier will ich reden. Hey, ich will mit dir reden. Good evening. Evening, Doc. Sag, wie ging's denn? Okay. Do you need... Don't get me. Ja, ich habe keine Behandlung. Okay, scheiße, ja. I will see... Brauch noch. Are you concerned about the condition? Not really. Sick people. Keine Hinweise. Auch nichts. Goodbye, Okay. Miss. Warte. Good evening. Evening, Doc. Nur einen Hinweis haben wir vermasselt, einen haben wir offen, seine Blutqualität ist verdammt niedrig. Goodbye, Deshalb, Mr. ja. Thatcher. Und was ist mit Newton? Hello again. Good evening, Doctor. Tak. Einer Hinweis haben wir vermasselt. Seine Bahnstufe ist 3. Blutqualität ist eigentlich in Ordnung. Der ist gesund. Are you concerned? Of course I am. What kind of... I believe people have armed themselves. Persönliche Fragen können wir leider nichts mehr ausfragen. Goodbye, Miss. Vielleicht. Mich würde nur gerne interessieren, was die da unten da verstecken, weißt du so. Und die haben bestimmt Schlüssel davon. Einen von beiden. Ich denke, dass auch ihre Überlebenschancen werden dadurch auch gesunken. So, mit ihr können wir mal reden. Good evening. Good evening. So, an sich, die ist gesund. Aber Hinweise. Die Bahnstufe ist viel zu hoch. How are things here? Not good, to say the least. Unsichtbarer An Feind. invisible enemy. Quite a poetic touch. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do... Amen, ja. Do you think this hospital can Ja, survive? man kann auch die Dialoge schon We're einfach all volunteers. durchswitchen. And we're trying Durchskippen, to hold weißt du. fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Zurück. I'm not familiar with all the staff here. Brilliant professionals, most of them. Most of them. It would be in a... Jemand, der besonders Is there vorsichtig. anyone that stands out? Vorsichtig. I have never met someone as dedicated as Dr. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself.
Okay, weiterer Hinweis über den komischen Typen da. Mhm. Sprechen Sie. Nurse Brannigan, if you do know something. No. I may disagree with some conduct, but in the end... Alles klar. Zurück. Persönliche Fragen. Fehlt uns Hinweise. Goodbye, now. Ah, nee, warte. Good evening. Good Ja, habe schon alles durchgefragt. Goodbye, now. Ciao. So, hier noch was zufällig. Okay. Gehen wir wieder in ein Krankenhaus rein. Der ist noch hier in der Nähe. Der ist ein Unbekannt, aber da kann ich noch nicht rein zu der. So, mit denen. Wie war das mit Hinweis? Good evening, Doc. Ein Hinweis hätten wir noch. Goodbye. Mal schauen. Hat er eine Verbindung mit irgendjemandem? Und zwar mit Hawkins. Hier können wir reden. Was hat sie überhaupt? Müssen wir die auch mal ansprechen. Natürlich müssen wir die erstmal finden. Hat Migräne, kann ich nicht helfen, der ist gesund. Tak. Auch Migräne. Papa. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been in... And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Gut, wie geht's dir überhaupt? Bronchitis, gegen das kann ich mal behilflich sein tatsächlich. I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reid. Medizin geben. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you. Leben in London. Ihre Beziehung zu Milton Hooks. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Mhm. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running. Oh, das kennen wir eigentlich an sich schon. Reißen sie sich zusammen. Die Spanische wird nicht ewig an, dann reißen sie sich zusammen. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. I wish I could believe you. Tak, wie lange sind Sie bereits im Krankenhaus? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Sie werden überrascht. Sie haben recht. Mir gefällt Ihre Entscheidung nicht. Was hat sie jetzt gesagt? Nein, Epidemie. Nee. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Wie kommt das Personal zurecht? How is the Pembroke staff? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Oh, Mittel sind schlechte Laune. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Jawohl, letzter Hinweis über Milton abfahren. Wieso gerade was gegen den? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Na Blen, wenn der Milton mir nichts Besonderes verkaufen kann,
Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Okay, weiterer Hinweis. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ach man, so viel Gequatsch in dem Spiel, das ist unglaublich. Goodbye, Hawkins. Dass der einfach so schnell durchskippen will, weißt du, so, und dann habe ich doch vielleicht was verpasst. Gut, über Milton wissen wir tatsächlich jetzt viel mehr. Warte, hat die irgendwas? Doch, ich habe ihr Medizin gegeben, jawohl. Die hat Migräne. Normalerweise könnten wir die auch mal aussaugen. Good evening. Was hatte der? Der erholt sich. Den könnten wir eigentlich auch noch aussaugen, wenn er soweit ist. Und ich weiß nicht, ob die noch überhaupt nützlich für uns sein werden. Oh, die haben Geld, dass die auch die Räumlichkeiten dann sich wieder ändern. Na, davor war alles Blut und so weiter. Jetzt haben die hier aufgeräumt, weil sich das Spiel, die lassen das bis zu Late Game, bis Spielende. Wenn irgendwas verändert wurde, weißt du, so Blut überall liegt immer noch da. Так, mit dem haben wir schon mal geredet, oder? I'm quite busy right now, Dr. Reid. Ja. Keine Hinweise weitere. Thank you for your Gut, wen könnten wir noch helfen? Was hier? Da geht nicht rein. Da ist was. Aha. Da ist ein Geheimnis. Da ist was. Da ist was. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mhm. Ah, ich rauche hier nur. Achtet nicht auf mich. Und belausche euch nebenbei. Wenn wir wieder zu denen gehen. Jetzt müsste die Tür offen sein. Gut. Ach schon, was sind das überhaupt für Leute? Kann ich die erreichen? Jetzt können wir die erreichen. Tatsächlich. Ja, jetzt ist die Tür offen hier, ne? Tak. Was ist hier los? Ah? Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Wir leben in London. Tut ihre Kehle weh? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Wir müssen miteinander kommunizieren. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe.
but I don't want to talk or even write about it now. Mich verarschen. How I'll let you. Sag, warte. Good evening, Mr. I'm okay. Blutarmut. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Wohl. So. How Jetzt reden. I'm not. I see. Yes. Okay. Wenn nichts sagen, Persönliches. Wollen Sie sich das Leben nehmen, Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reid. Sie können mir vertrauen. Können Ihnen helfen? Die mir können vertrauen. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Da kann ich Ihnen helfen. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Gut, Schlüssel, neue Untersuchung, nicht schlecht, können wir dann auch gleich machen direkt. Und weiteres gibt es nicht. Was sagt die Bahnstufe? Da 2. Alles klar. So, reden wir noch mit Ma von ihr. Ja, nachdem ich die Schränke durchsucht habe. Ist noch für uns unbekannt. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Lass mal gucken, ob sie ist blutarm. Do you require medical attention as well, Mrs. Ja, Goswick? Medizin Do you geben. know you're the only... Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Gut, leben in London. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Die scheint reich zu sein. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Gut, zurück. Fühlen Sie sich hier gut What do beraten? you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice. 3 Stunden Considering the Notdialog. state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Erzählen Sie mir von Ihrer Ankunft. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Hawkins. Ließ sich bezahlen. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Das gefällt mir nicht, Hawkins. Muss ich nochmal mit dir ernst reden? Warum sehe ich von diesem Geld nicht? I Das ist share mein your Krankenhaus. concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid.
but I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. So, zurück. Zurück. Persönliche Fragen. Der Sohn wollte sterben. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. So, da hätten wir schon alles befragt, ne? Wie sieht's aus? Ein Hinweis fehlt. Blutqualität ist ja bei ihr ordentlich. Die und erholt sich. Warnstufe 4 ist die aber. Goodbye, Miss. Vielleicht mit dem Jungen nochmal reden? Good evening. I'm okay. Nein. So. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Sind in guten Hängen. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Wie hat ihre Mutter sie? Is your mother Beim bothering? Selbstmord? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Alles klar. Dann hätte ich keine weitere Frage. So, guten Abend. Ja, guten Abend. So, bei dir jetzt vielleicht noch was? Nein, nichts Neues. Goodbye. Okay. Dann haben wir noch weitere Forschungen tatsächlich auch frei. Los. Hey. I'm all right. Mit Steuerung. Thanks for time with me. Steuerung spinnt. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Tak. Haben wir mit dem schon geredet? Ja, ne? Good evening. Good evening. Auf Wiedersehen. Ja, was mit Steuerung? Wahrscheinlich nicht zufällig ausgetappt oder so? Nee, glaube ich nicht. So, hier noch irgendwas in der Nähe. Kopfschmerzen. Gegen Kopfschmerzen, glaube ich, hatte ich nicht. Auch nichts, ne? Ja, ich konnte auch keine Kopfschmerzen machen. Tatsächlich, da ist noch irgend so ein... Apropos, hier. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Warum haben Sie das getan? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Hawkins, das wird nicht nur eine Kündigung sein, das verspreche ich dir, Bren. How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reid. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Also, die lassen sich bezahlen, damit quasi die zocken Leute ab, damit die ihr Bett bekommen, quasi im Krankenhaus. Quasi solche, die Geld haben, die kriegen ihr Bett. Und solche Armen, die auch hier Hilfe brauchen, die sind dann draußen, oder wie, ne? Das geht nicht. Nicht bei mir hier. Так, haben wir
Zufällig alle Hinweise. Haben wir. Und ihr erholt sich. Und meine Dame. Das kann ich hier nicht dulden. Kein Betrug hier bei mir. Wir gehen nur spazieren. Und der Milton, der kommt als nächstes. I knew I should have fled this rotten city with Milton since the first day of the contagion. Ja, hättest du. Wir haben einen kleinen Schlüssel bekommen. Ich sollte mich dann informieren von unseren Opfern, die wir ausgesaugt haben, wo die ihre Truhen und sonst noch was verstecken. Aber jetzt... Wir sind noch nicht fertig. Wir räumen hier mal ordentlich auf. Die Verrückte lässt sich sogar im Leben. Aber Milton... Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Komm mit, mein Freund. Wir gehen nur spazieren. Ich wollte wirklich mal ein bisschen Vampiren zu machen. Ich muss sogar nicht mal ein bisschen mit Vampiren spielen. Ich muss einfach nur hier aufräumen. Alles, was korrupt ist, wird einfach rausgesaugt und gut ist. Da tue ich mir gefallen und allen anderen gefallen. Alles, was korrupt ist, muss weg sein. Nicht in mein Krankenhaus. Komm mit, wir spazieren nur. Wir gehen direkt zu deiner Komplizen, deiner geliebte Frau da. Liegt da schon. Oh, sie wurde schon weggeräumt, tatsächlich. Pippa, my princess. Flee away while you can. Ja, ich weiß es, sorry. Or all is lost. Wir haben Miltons Gottfriede bekommen. Jawohl. Так, jetzt brauchen wir... Wenn du jetzt meine Fähigkeiten gesehen hast, du wirst so richtig eifersüchtig. Die hält sich ja für einen Vampir. Так, wir brauchen jetzt... Da, hier ist Sänger, beruhigt euch. Ich habe schon längst alle ausgesagt, wie ich aussagen wollte. Hier ist noch ein Brief, der nur über den Gebrauch von Knoblauch und Holzfehlen. Sammeln Objekt, nicht schlecht. Oh, 2 Patienten haben wir jetzt weniger, was soll's. So. Dahin will ich. Wie komme ich dahin? Frage. Hier. Ah. It's locked. Okay. Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Ihr Leben in London. Keine Angst vor dem Toten. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Die meisten fürchten sich von totem Fleisch. Sie haben diese eine Art. Wie haben sie diese Arbeit bekommen? An interesting point of view.
And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Gut, ein Hinweis, über den haben wir schon rausgefunden. Wie geht's denn überhaupt? Blutarmut. Ich glaube, ich habe das zweimal verwendet. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, oder? Ja. Können wir dann noch machen. Tak. Sind Sie hier alleine? Do you work here alone? Yes, very easy work. Lass mal ein bisschen überspringen. Why do you have... Because these poor fellows have no... Solange es nichts Wichtiges ist. It was for sanitary... Okay. Are you ja schon mal... How did you... After I left the army... Okay. Have we met before? I don't think so. When we first talked. Funny stories. Gut. Mal hier. Okay, das ist wichtig. Das Since you're uns not an. afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Wohlwollen ist nicht von Dauer. Also sind Sie bereit zu sterben? Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reid. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Weil gut, dass ich hier mit einigen Leuten gequatscht hätte, sonst hätte ich ja keine Ahnung, dass ich auch hier korrupte Mitarbeiter habe. Sich bezahlen lassen, damit die Patienten Geld bekommen, vor allem Reiche und nicht die Armen. Und da müssen hier draußen übernachten. Was soll das? Nicht bei mir, oder? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Jetzt habe ich dir ausgesaugt. Wenn die nicht so korrupt sein sollen. Muss ich nicht mal sogar richtigen Bösen spielen. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Stimmt, hat er dir noch hier bedroht bisschen, also gib Geld, damit du dein Bett behalten kannst oder so, kann ich mir vorstellen. Und dir eine Komplizenkrankenschwester bringen. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients Deshalb müssen wir jetzt so viel wie möglich den Leuten hier helfen, nicht dass unser Zustand dann in der Bezirk runtergeht. Weil wir schon 2 Leute hier einfach ausgesaugt haben. Wobei finde ich, dass man noch gucken, was der hat. Okay, bei denen kann man ganze Lösungen kaufen, gefällt mir. Gefällt mir auch. Kaufen kann man nichts. Das gefällt mir. Kaufen mehrfach. Ah, teuer diese, ey. It ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost at the same time. Da, Kopfschmerzen kann ich nichts machen, leider. Hier haben wir schon alles aufgesucht, die Leichen sind auch schon mal weg. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hoch auf die zweite Etage. Suchen auch mal Quartier von Hawkins. Oder war die draußen am Übernachten? Oh, es geht. Was wollte ich sagen? Hier. Kranker Patient. Von draußen. Hat bestimmt kein Geld gehabt, deshalb ist er draußen. Dank Hawkins und diesem Milton. Solche Mitarbeiter brauche ich hier nicht. Korrupte Scheiße hier. Ja, guck mal, in welcher Zustand die hier leben, übernachten müssen.
Und Korruption. Was ist denn das? Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reid, any good news to share? Warte, wie geht's dir? Migräne. Ich habe nichts gegen Migräne. Tut mir leid. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Sag, sie müssen nichts beweisen. Bester Kind macht sich Sorgen. Fallen sich verantwortungslos. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Gut, erzählen Sie mir von Personal. Außer die Korrupten, die habe ich schon ausgesaugt. Some are really good, and others are not so good. Ja, But die wenige... during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Ja, ich auch. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Zurück. Weitere Hinweise fehlen uns. Persönliche Fragen. Da können wir auch nichts mehr befragen. Ne? Hier waren wir ja davor. Alles Goodbye, klar. Doc. Gegen Migräne, tut mir leid, Doktor, kann ich dir nicht helfen. Ich bin noch nicht so gut. Ja, gut. 8800 EP haben wir. Das gefällt mir auch ganz gut. Und jetzt können wir jetzt eine Etage höher gehen. Da würde ich sagen, wir tun noch uns ein paar Heilmittel beschaffen. Erstellen. Und was mich interessiert ist halt, wo die Quartier von Hawkins und so weiter ist. Tippets, ne, das heißt nicht das. So, hier ist mein Hauptquartier. Tak, jetzt haben wir was. Ist hier was? Nein. Wo ist Werkstatt? Hier ist Werkstatt. Wollen wir ein bisschen Medizin nochmal erstellen. War hier. Na gut, immerhin 1. Ach, müssen wir wahrscheinlich... Ah, warte. Wir können auch was verwerten. Tak. Hier hatten wir noch was. Alles klar. Man könnte jetzt auch Waffen verstärken und so weiter, aber ich habe noch nicht so richtige Waffe für mich gefunden. Das ist ein bisschen problematisch. Oh, hier ist eine versperrte, pass auf. Und hier ist offene. Ich hoffe, das ist von Hawkins. Nachdem jetzt das Ganze hier links weg ist, warte, machen wir das auf. Nein! Fuck. Hätte ja auch sein können. Hätte sein können. Sein können, dass es von Hawkins ist. War es leider nicht. Da kann man nicht durch, ne? Nein. Tak. Aber so groß ist dieses Krankenhaus nicht. Wir können noch immer noch ihre Truhe finden. So, mit denen haben wir gleich neue Dialog auf jeden Fall. Warte, was ist hier? Nichts. Und zuerst gucken wir erstmal, was hier so ist. Da kann man bestimmt auch aufmachen. Warte. I cannot enter. Ist verschlossen, leider. Da hier haben wir ein bisschen Medizin. Das ist eine Lösung. Und hier oben ist leider nichts. Schade.
können wir noch auf andere Seite versuchen hochzugehen. Hoffnung, dass da was hat auch nichts. Ruhe oder so von Hawkins zu finden. Hoffnung. So, lass mal mit den quatschen mit Dr. Swanser. Opa, Brief. Brief von Rekash Kanda. Sehr geehrter Herr Swanson, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land heute erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder der Lebenden betreut. Aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie sicher, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrung und Fähigkeiten zu prüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss. Auch wenn ich Medizin nicht studiert habe. Hochachtungsvoll. Ein ehemaliger Arzt und dann kümmert sich einfach nur um Leichen. Ach ja, dann müssen wir auch noch Dings hier geben. Das ist an sich ganz in Ordnung. Wenn er sich um Leichen kümmert, die brauchen nicht so viel Medizin. Also, kann er nichts falsch machen, die sind so schon tot. Was will der machen? Einen Toten nochmal umbringen oder wie? Nur vor Skies ein bisschen aufpassen. Tak. Lass mich kurz gucken, was du hier hast. Weiteres Sammelobjekt. Und wieder ist das hier auffallend. Irgendwas. Das hier. Vorher hatten wir auch so ein komisches Symbol gehabt. Das ist ein bisschen auffallend. Das sagt mir, dass wir irgendwas Geheimnis lüften könnten. Wir alles davon finden. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Gut, hilf im West End. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. Wo ist die Bruderschaft? Was ist mit meinem Dienst hier? What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Okay, weiterer Hinweis. 6 ist der. Gut, das ist unser erster Hinweis, was wir jetzt hier freigeschaltet haben. Da nur nachgehen. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Ich habe schon 2 korrupte Mitarbeiter ausgesaugt. Was ist mit meiner Lohnerhöhung? I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion, and with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Gut, über das Haus der Lady, über die Quarantäne. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Über das Haus der Lady. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Zurück. Was gibt's Neues? What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Über die Epidemie. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now.
The only blessing is that they're contagious for a shorter period. Über die Gewalt. Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Rick. So, auf Thank you, Wiedersehen. Edgar. We shall speak again later. Ah, wie geht's denn überhaupt? Yes, John. Ah, oh, da kann ich nicht mal fragen. Alles klar. Gut. Na, dann hätten wir bei dem auch alles jetzt durchsucht, ne? An sich. Ja. Hier nichts mehr. Okay. Er holt sich. Wir müssen noch einem Medizin geben. Dann können wir auch diesen Viertel wieder verlassen. Schlafen würde ich sogar nicht gehen. Nicht, dass der Zustand sich ändert drastisch. Bei den anderen Vierteln, dem auch nicht gut geht. Ach so, hier war nur Plakat. Alles klar. Ein Viertel müssen wir noch hin, auf jeden Fall. So, da ist Blut ab. Good evening. Do you need Ja, ist Medizin. Don't take too many. And that is a good thing. Ich hoffe, du machst mir jetzt Rabatt oder so. Please show me. Of course. Was brauche ich denn überhaupt? Ich weiß nicht, ich komme später zu dir. Goodie. Habe ich noch irgendwas freigeschaltet? Die waren Sanitäter. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. Okay, Sie hätten ablehnen. Sie können sich noch nicht als Arzt ausgeben. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reid. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Er sollte sich um den Toten kümmern. Da kann er, wie gesagt, nichts Falsches machen. Will er den Toten nochmal umbringen, oder wie? You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reid. Does that not say enough about triage and war surgery? Tak. Persönliche Fragen nochmal? Nein. Gut. Goodbye, Mr. Ich was jetzt hier... Warte, wir müssen noch mal kurz zu unserem Quartier zurück, damit ich mir merken kann, schauen kann, wissen muss halt, was ich für was ausgeben soll halt, damit ich das bei dem kaufen kann, quasi. Verstehst du diese? Ich habe auch nicht verstanden, aber so ist das normal. Так, und zwar hier. Wir brauchen das wieder. Es reicht sogar. So, na, Dings hier, Scheiß, fehlt uns viel, ne, immer. So, machen wir hier nochmal ein. Dann haben wir von jedem 2. Können noch 3 machen. Da machen wir 3. Так, hier fehlt dann Codein und Kaliumpermanganat. Und hier diese komische Lösung. Natriumchlor-Lösung. Können wir bei dem jetzt wieder kaufen. Tak, wo war der? Da. So lucky to have Dr. Reid, you know. I met him in New York once. If only there were more of us, with less resignation and more Ich determination. glaube, die reden über mich. Warte, lass mal weggehen. Jetzt auf die andere Seite.
Ja, hallo. Good evening. Handeln. Please show. Of course. Und zwar... Das hier braucht nicht viel. Ah, nur... Ach so, das ist doch teuer. Das einer so kostet. So. Und dabei kaufen wir einfach alles und gut ist. Wir haben ein bisschen Geld. So viel Medizin, warum nicht? Okay. Okay. Gut. Gut oder nicht gut? Oder gut? Oder nicht gut? So, was können wir noch herstellen? Lass mal kurz schauen. Und da reicht uns nicht. Fuck. Ja gut, lassen wir es mal so. Ah, können wir noch was zerstören? Ich habe doch ein bisschen Kisten durchsucht. Ah, nee, doch. Gut, jetzt müssen wir uns... Was hat der Migräne? Kann ich nicht helfen. Neurologie. Ich glaube, das kann ich auch nicht helfen. Da hat Kopfschmerz kann ich auch nicht helfen, die auch nicht. Aber an sich haben wir einigen schon helfen können, tatsächlich. Und gesund. Wir müssten das auch... Die waren korrupt. Schau mich nicht so an. Ich habe die ausgesagt. Die waren korrupt. Da war ein kleiner Kriminell, der war auch bei uns. Der hat vor meinen Augen jemand umgebracht. So. So, dann müssen Leute draußen schlafen. So, hier. Da war auch korrupt. Da hat Skulls beschützt. Dafür haben wir so viele Leben hier gerettet, geholfen. Wir sind zwar noch einige unbekannt, aber so, die sind auch auf der Liste. Das sind Köpfe einer Bande. Die machen alles nur schlimmer. Die lassen wir alle. So. Und der hatte zu viel Alkohol im Blut und auch Vampyr muss sich entspannen, ein bisschen Alkohol trinken. Habe ich dann auch mit nebenbei ausgesaugt. Tak, hier müssen wir jetzt. Hier ist noch alles unbekannt, das wird dann freigestellt. Auf jeden Fall hier müssen wir, die haben wir verschont. Ja. War ein guter Grund dazu. So, den Leuten müssen wir auf jeden Fall helfen. Lungenentzündung, das kann ich helfen, glaube ich. Neurologie kann ich nicht machen. Blutvergiftung können wir helfen. Blutarmut, den könnten wir allen helfen. Deshalb machen wir kurz eine Pause und danach begeben wir uns nach Whitehapel und kümmern wir uns um diesen armen Seelen hier. Um diese zwei Unbekannten. Um diesen Unbekannten. Und versuchen wir den Gesundheitsstatus ein bisschen zu steigern. Danach gehen wir schlafen und mal schauen, was wir gemacht haben. Ich denke mal, trotz dass wir hier zum Beispiel 2 ausgesaugt haben, der war schon viel leer, wird es trotzdem stabilisiert sein, weil wir auch einigen geholfen haben. Und außerdem, das waren Korrupte, habe ich ja gesagt. So, dass wir den ausgesagt haben, der war besoffen, müsste sich dann hier auch steigen. Dafür haben wir so vielen Leuten jetzt geholfen. Und hier müssen wir noch Medizin finden. Also kurze Pause auf TTO. Und nach der Pause geht es dann direkt weiter. Da reisen wir nach Whitehapel. So habe ich mir das geplant. Bis gleich.
Да, короче... Moment. Kurze Planänderung. Wir gehen nicht nach Weitkappel, denn wir machen hier erstmal Stream-Schluss und es kommt gleich folgender, direkt ein weiterer Stream. Und zwar die Pflicht ruft, mein Teammates haben angeschrieben, die kriegten noch PUBG aufs Maul, brauchen meine Hilfe und deshalb gibt es gleich direkt nächster Stream über PUBG und hier machen wir erstmal Schluss. Also bis gleich beim nächsten Stream.